Es läuft! Deswegen gewinnt der Geduldige. Yeah!
Moin moin alle, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Willkommen und viel Spaß. Wir legen auch sofort instant los. Natürlich mit Valorant. Vielleicht vorher noch einmal kurz was zeigen aus dem aktuellen Valorant-Turnier, was gerade stattfindet. Sind ja die Qualifikationsrunden. And as the wall comes down, it doesn't get much easier. Boostio pushes through the poison cloud. Flash out, able to take down Poise. No way. Looks for more. No way. Boostio picks up 3. What? Make it 4, and EG have done it for 8, Mimi. That is obscene. Evil geniuses. Boostio just pulls them up by the bootstraps. Ja, leider muss ja auch mal richtig Gas gegeben. Fand ich ziemlich nice, die Szene. Ich habe sie auch mal geklippt und dabei festgestellt, dass die Clips eines Livestreams auf YouTube um einiges einfacher zu erstellen sind oder um einiges schneller vor allen Dingen. Zieht es euch rein, packe ich euch in Multimedia rein. Und ab geht's. Ab ins Discord, ab in Valorant. Moin moin. Lange hat's gedauert. Hallo. Hallo, na warten schon alle auf mich? Hallo. Hallo. Hey. Oh, sie hängt wieder. Hau mal einer dagegen. Ich glaube, bei Nessie klemmt was. Nessie, schau Multimedia, schnell. Hä? Get down. Ach, das ist Sarah. Hey, nice. Hey, das ist voll schön. Sorry, ich bin die ganze Zeit gewohnt, dass da nur Nessie-Bilder drin sind. Aber es ist richtig schön, ja. Vom Spiegel, Selfie. Ja, das war für meine Freundin, sie wollte wissen, welche Hose ich mir gekauft hatte. Ah, okay. Ja. Aber die Socket ruhig wegmachen können, da unten, da was das ist. Ja, das ist auch nicht mein Zimmer, das ist Maries Zimmer, weil mein Zimmer immer sehr, sehr unordentlich ist. Deswegen, Okay. ja. Und ich habe eine pinke Wand. Das ist ein kleiner Kindheitsfehler, den meine Eltern nicht mehr wegmachen wollen und ich selber bin auch zu faul. Das ist ja belastend. Siehst du auch, es ist, das waren 4 schöne Tabs auf dem Kopf. Was? Ihr spielt schon? Ich Nee, hab gerade angefangen. Was? das, was du in Multimedia reingeschickt hast. Ach so, ja, ja. Ah ja, der Boostio hat gestern richtig Gas gegeben. Kann ich nur empfehlen, also falls ihr das Match nicht gesehen habt, war richtig gut. Hey Nessie, wir machen jetzt einen Deal, okay? Nessie? So wieder AFK. Weil wenn die sich jetzt wieder Essen holt, die ist tot. Was von. Ja, sagst du Bescheid, wenn es losgeht, ne? Jo. Ja, ich glaube Nessie muss. Ja doch, Nessie muss starten. Nee, ich meine mit Sarah, mit ihrem Essen. Also los geht's. Eigentlich habt ihr keine Uhrzeiten oder so, wann ihr esst? Dann weißt du es eigentlich schon vorher. Nein. Ne? Okay. Nein, das ist sehr unterschiedlich bei uns, glaube ich, oder? Das ist immer unterschiedlich. Also eine 10 Stunden Bolognese dauert halt, ne? Okay, erinnert das nicht mehr. 10 Stunden dafür. Hatte Nessie letztens auch. Ja, bei uns ist Essen immer so, wenn wir wissen, okay, wir haben jetzt Besuch, dann dauert es 1000-mal länger. Aber wenn wir wissen, okay, es sind nur wir da, dann geht das ziemlich ratzi-fatzi. Da werden nur die Reste in den Topf geschmissen. Fertig. Nein. Ah, Quatsch, voll nur Spaß. Oh, Spike Rush? Das ist ja mal was anderes. Nein, kein Spike Rush, leider. Wollen wir nicht ein normales machen? Ja, normal. Nessie. Ist schon wieder weg. Nee, sie hat doch was denn? gemacht. Sie hat doch gemacht. Wir machen jetzt einen Deal, okay? Was denn? Wenn wir verlieren, musst du dich wieder in Jinx umbenennen. Macht sie doch sowieso. Das dauert nur 30 Jinx Tage. ist Weltmeister. Tobi. Ich würde mich nur in Nessie um. Nee.
Wenn du dich einmal in Valorant umbenennst, hast du einen 30 Tage Cooldown. Stimmt, ja, genau, das ist ja Cooldown. Es dauert mittlerweile schon ewig, bis ich einmal durch die ganzen Bahnen durchgescrollt habe. Ja, das wird noch schlimmer. Night Market ist auch immer noch nicht hier. Ich weiß nicht, was da los ist. Mittlerweile 219. 219 Karten. Lol, ich habe gleich vieles und genauso viele Sprays, 201. Ja, du hast von jeder Edition eins mitgenommen, ne? Die Banner habe ich alle gekauft. Welche Banner? Ja, die hier. Match Habe ich alle found. gekauft und die Sprays nicht alle. Die Titelbilder. Als Hintergrund für deinen Char. Oh, ich werde wieder geflasht. Ich immer eine Sky-Flash beim ersten Spiel beim Reinladen. Richtig so. Jawohl. Ich auch nicht. Haven. Kannst spielen, was du willst. Nur den Chamber müssen wir schnell wegpicken, genau. Sonst tötet mich Sarah. Ja, Sind Sarah wir aber auch schon ja. im Dings? Oh, wir sind schon drin. Wir haben schon Oh mein fast Gott, gewonnen. Sarah. Das ist gleich durch, das Spiel. Es tut mir leid. Ja, alles gut. Nee, es ist Evan. Sarah, was hältst du davon? Wovon? Sie sieht das noch nicht. Nee. Nope. Ja, es geht los wieder. Ist kaum zu glauben, aber ich kann mittlerweile auch Choose Smoke your spielen. agent. Kein Scherz. Sehr gut. Du kannst packen, was du willst. Oh, ich glaube, ich bleib mit so. Ey, Nessie, ich schick dir mal ein Bild von mir, okay? Okay. Jetzt siehst du mein wahres Ich. Warte. Jetzt hast du eins. Ich höre keinen Pling, du hast es wieder privat verschickt, ne? Feigling, du. Klar. Das ist. Ihr seid schon zu geschockt. So, Ach so, ist ein Nacktbild. Ja gut, dann. Jo, genau. Dann versteht. Es geht los. Es geht los. Jetzt geht's mein wahres Nessie, nicht lachen, das ist nicht höflich. Ich muss sagen, oh, sexy. Sag, ich bin hässlich, Nessie. Du doch gar Glaubst du nicht. mir jetzt endlich? Der Filter ist so legendär. Wisst du? Ich hab dir gesagt, ich bin hässlich. Stimmt doch gar nicht. What the heck? ist legendär. Und, bist du geschockt? Ich will wissen, wie Flo aussieht. Das ist Ja, die du Antwort kriegst noch, darauf? du kriegst noch ein Alles Bild. klar. Kein Thema. Okay. Okay. Let's go! Alles klar. Was macht denn Sarah hier? Sarah will wieder kuscheln. Ja, oh, was zu quick lag ich denn? Achtung, 10. Ganz viele. Sarah, was willst du von meinem Profilbild? Ist von jetzt? Spike planted. Warte. Ich kann ja jetzt nicht vergessen. Oh, sorry für die Nähe. Omen 1 HP. What the fuck? Ja. Oh, ich hab nicht mal viel Leben. Wir müssen aber rein, Leute. Beide lang, beide lang. One enemy remaining. Letzter lang hinten. Diffuse, ich hab ihn. Oh, Diffuse. Das reicht nicht mal. Ah doch. Ja, ich renn schon weg.
Oh, Oh mein Gott. Okay. Yes. Gonna hear. Brimstonezinho, you sure I can't listen to music? es fängt schon so an wie gestern, nur Stop Headshots. here, man. Und ich find's gut, dass sie die Spectre wieder hochgebracht haben. Tobi, warum rülpst du ins Mikro? What the heck? Tobi, was soll denn das? Warum rülpst du ins Mikro? Das war Nessie. Na, das warst du. Nessie wird sowas nie machen. Hallo? Das war wirklich Nessie. Ach komm, das kannst du nicht auf Nessie schieben. Das ist unfair. 3 Mitte? Ich brauch Mitte. Ich sag. Ich brauch Mitte. So. Ich sag einfach, ich war's. Spike down A. Mädchen, wo bist du? Bist du ready? Lass uns rausziehen, Mitte. Komm. Boah, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Boah. Einer da. One enemy remaining. Spike down A. Lang oder kurz? Der muss dann noch stehen. Ich mach das schon. Alles gut. Easy peasy. Ja, die waren halt alle geflasht. Hey Nessie, wo bist du Nessie? Da. Hallo. Ja, ich mache Eco dafür. Was? Steht 2-0. Ich habe meine Wendel gedroppt. Hm. Das ist ja Standard. Wer die so hält oder wer sie Oh, danke mal. Einer Mitte. Ja. Wird B und dann C. Heute ist echt nicht mein Tag. Bitte einer? Ja, ich mach's realistisch. Der ist drin, der Roman ist low. Ganz low. Ich mach Garage, du bleibst Mitte. Das Garage. Oh ja. Gute Idee, Omen. Sehr gute Idee. Hammeln die denn alle rum? Ja, bitte komm, Sarah! Tut mir leid. Einer Ich bin Garage. halt tot hier. Der könnte aber auch Mitte VB sein. Einer ist noch Garage. Mehr weiß ich nicht. Wird A, Leute. Dann ist der Mitte Richtung B. Blendet. Hey, hab dich doch Hey, hab dich gewiesen! Spike spotted B. 30 seconds left. Bitte. Einer unten in der Mitte. Jo, Garage war da. Habe ich nicht richtig gesehen. Wusste ich aber schon. Einer Garage, einer Mitte am Fenster. Ui. One enemy remaining. Nice. Last Oh! player standing. Ja, lucky. Schönes Gone Ding. here. Ja, du hattest recht, er hätte auch auf A sein können, weil meine Bubble war ja ein bisschen größer, aber der war wirklich Garage. Krieg ich. Hier. Willst du wieder die Protokoll? Thanks. Danke. Yes. Yes. Keiner will mein Rohr. Willst du die Drache haben? Lucky. Ja. Flo, wie siehst du jetzt aus? Ich schick dir noch ein Bild. Ja, jetzt, sofort. Nee. Jetzt gerade nicht. Mich interessiert das voll. Einer Mitte. Warte, ich mache einen Robot. Ja, der war scheiße. Oh, der war doch gut. Reloading. The hell? Reloading. Hä? Ja, die Soll campen ich in der gerade Base. gegenseitig haben? Die campen in der Base. Oh Mann, die campen in jedem Eck. Und beide fest.
Ja, komm, wahrscheinlich. I think you got one tip. Der Cypher, was ist denn das? Exactly 30 seconds left. Minus 100. Beide Onside. Auf C. Spike planted. Einer Double Dose drin. Flash. Jemand muss auf jeden Fall Here. da oben sein. Last player Oh. standing. Da hat er mich aber instant, naja nicht instant, aber erwischt. Safe Sache. Ja, das wird nichts mehr. Na, Quatsch, rein da. Die 3-0. Einfach rum, One-Tap. Oh, Nein? Okay, safe doch lieber. Brauchst nicht einsammeln. Wenn da hinten noch einer lang läuft. okay, Spiel Operator. Ja, da, siehst du. War jetzt eine Runde. My stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate it? Ach ja, wir haben ja Eco, ne? Theoretisch. Ja, lass alle Eco machen. Mach eine Sheriff und dann kann ich nicht so Ey, nett ich raus. hab doch schon eine, Junge. Was? Lass Mitte runterrennen. Lass Mitte runterrennen. So. Ja, lass Mitte. Gute Idee, ja. Alle Mitte. Da kaufe ich mir aber Doppel. Ich glaub jetzt, dass es da war. Das ist. Tobi, du hast eine Wende. Was, ich hab eine Wende? Danke, danke. Das wusste ich ja nicht. Spike down mid. Jetzt habe ich Low HP. Warte. Ja. Last player standing. 55, rein. Hä? Ich wusste, dass ich eine Wende habe. Ey, die habe ich dir ja auch rübergeworfen. Ja, Tobi, aber wir ich haben hab's- beide gesagt safe. Also, So, ich hab's ausgepackt. Gerne. da siehst du. Geh mal Mitte Fenster, da kannst du einen weg. Sniper. Mach doch, Mama. Gun here. Gib jetzt! Nein! Tobi, geh mal Mitte. Achso, No. Ja, passt, die kommen A jetzt. It's down. Guns up. Get deadly. ja, du kannst halt, kriegst halt einen Free Kill Mitte ab. Suppress it. Mitte ist das Cypher. Vorsicht, da sind einige. Ja, ich krieg nur noch One-Tap. Okay. Flashbang. Reloading. Wir sind nicht A, glaube ich. Oder Double Dose. Ja, jemand ist Garage. Ja. Warum rennst du da weg, Sarah? Ich brauch doch deine Hilfe. Oh. Bitte nicht die Operator verlieren. Das wäre Spike fatal. planted. Dann safe lieber. Last player Ich hab standing. nichts mehr. Ich hab geschossen. Ja, Okay. dann 160. Ich hab 160 geschossen. glaub ich. Aber okay. Ja, ja, nee, du hast geschossen. War halt unlucky. Your heart. Ja, ist ja nicht so wild. Wir haben denen jetzt 3 Runden geschenkt. Jetzt müssen wir wieder kommen. Ja. Ich mache Ares. Also ich gehe jetzt mal Double Dose, vielleicht kommen sie jetzt. Oh ne, sie ist abgekackt. Oh. Ja, da muss einer. Ich mache A, oder? Suppress it. Hier ist das Cypher. There's a Sind flash. A. Throwing charge. Einer ist A gewesen. Double Dose rein. Kein, Achtung. Ich war Flash. Nee, nee, nee. Shutting them down.
Keiner da. I know exactly. Last player standing. Sind Mitte. Spike planted. Ach ja, die ist, das ist ja raus. Ja. Flawless. Ey, dieses Kack-Hyping-Game, Mann. That Rainer won't touch a soul. I'll make sure. Ja, ich sag mal trotzdem. Dem Cypher Wenn jetzt die- zum dritten Mal auf den Kopf getappt und zum dritten Mal kein Hit. Das sogar zum vierten Mal schon, glaube ich. Vierten Mal auf den Kopf getappt und nicht getroffen. Kriegen wir hin. Können auch surrendern, damit Nessie keine Timeouts kriegt. Gucken, wie die Runde Them läuft. down. Einer in Mitte. Wie einfach das Timing hat, das ist der Wahnsinn. Ist keiner in Mitte. Player standing. Die Reyna spielt so komisch. Teleport's ready. Imagine, der Shot war durch die Wand. Spike planted. Ja, die Rainer schießt mich die ganze Zeit durch die Wand ab. Die macht Free Fire. Aber Oh. sowas von hart. Ist aber wegen dem Hyping, denke ich mal. Ich kann nicht pushen, weil da hinten irgendein Idiot sitzt. Ja, einer in der Garage, einer auf B und der andere Krolle. Oh, warte mal, Nessie ist glaube ich wieder da. Trust me, they will make Hallo. mistakes. Hallo. When they do, Mal surrendern take oder? advantage. Sollen wir aufgeben oder kommst du wieder rein? Alles gut, alles gut. Okay. Sollte wieder gehen, keine Ahnung. Okay. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, weil mein Bruder gerade bei uns ist und dann nutzt er auch das Internet und dann, haha. Ah, okay, da geht Pornhub wieder an, ne? Ja. Nee, er hatte Freunde. Okay, dazu sage ich jetzt nichts. Ja, ich weiß es nicht, ist trotzdem voll. Hat begonnen. Wir sind unersättlich, Nessie. Junge, wieso sagt ihr denn alle nichts? Geht weiter. So. Ja, genau. Alles klar. Die tauchen aus dem Nichts plötzlich in mir drinne auf. Das ist der Wahnsinn. Die sind auf B schon drauf. Auf B. Spike planted. Nee, war glaube ich nicht schlecht. Nee. Last player standing. Sowieso. Nein. No one beats my firepower. I got this. No. So, jetzt spiele ich Operator. Jetzt Das droppe ich aber. tauschen. Nein. Okay, der tauscht. Fragen? Sarah, es geht weiter. Ah, du bist schon da. Get a drop. Den kannst du nicht, du Schlampe. Warte, was? Meine Tage, das ist halt meine Entschuldigung für alles. Nein, das ist nicht deine Entschuldigung, das ist aber eine Scheiße. Also Kick them out. Knife das ist halt deployed. richtig eklig. Flashbang. Enemy suppressed. Blind. Boah. Flash. What the fuck? Kill the queen. Throwing charge. One enemy Junge, wie die remaining. sich reinbängen. Spike Es ist- down mid. Vor Double noch. Mhm, ja. Ja. Ey, wie die leckt, das ist der Wahnsinn. Da ist 3 gegen 1. Ich will jetzt damit 2 laufen. Suppress it. Vor Double los. Alles low. Abgebrochen. Der ist im Window drin. Wieder. 30 Der ist immer noch im seconds left. Fenster.
So easy. Easy peasy. You're up. Er soll ja rausgefunden, wie wir die schlagen. Das wird richtig einfach. Wieder. So tun, als ob du in die reinpusht. Die machen Pre-Fire um die Ecke, du ziehst dich aber instant wieder zurück. Genau, Und dann genau, pushst du in die rein. Wenn sie rauspushen. Hat eben super geklappt. please. Aber ich habe kein Geld. Ich finde dieses Skin nicht. Drop mal einer, drop mal einer, drop mal einer, drop mal einer. Suppressing. Sind wieder 3 Mitte. Boah, Spike sauber. down A. Schön. Wir haben Spike. Nee. Got him. Hätte ich mich nicht ducken dürfen. Mitte, Leute. Mitte zu B. Sind schon drauf. Spike planted. Einer aber auf P, denke ich mal, einer auf C. There. Die Rainer piekt auf jeden Fall. Ah, da ist das Cypher. Auf B. Backside müsste der sein. Alles gut. Backside zu A. Müsste das Cypher sein. Last player standing. One enemy remaining. Läuft hier auch, genau. Perfekt. Ja, die Rainer kann nix. Die kommt maximal jetzt im Spawn und das war's dann. Vergiss. Last round before the switch. Krieg ich die ab? Spend everything. Don't be cheap. What do you need? Does Kriegen wir anyone have hin. fun? Easy peasy. Kann leider nicht droppen, ich habe 0. Drop mal bitte einer, Nobi. Ja, ich hab doch schon gesagt, dass ich Geld hab, mein Gott. Mein Gott, mein Kind. Mein Gott, Alter, was macht der nicht gerade? Was geht denn bei dir ab? Unglaublich. Enemy suppressed. Und wieder 3 Fenster, 3 Fenster, 3 Fenster. Hau in Fenster, hau in Fenster, hau in Fenster. Nice. Nicht pieken, nicht pieken in die Mitte, nicht pieken, nicht pieken. Einer beschützt Garage, das macht ja keinen. Nicht pieken, nicht pieken, nicht pieken, nicht pieken. I know exactly. You will not kill my Leute, ally. Fenster. Also ihr trefft aber auch gar nichts. Nee, das war... Ihr schießt zu dritt Windows, keiner trifft. Die rennen von links nach rechts. Jemand ist Suppressed. Wo kommt den übelsten Bodyblock von euch? Stand keiner. ja, oder? Spike planted. Oh, das nicht. Und daher, wenn einer. Ja. Einer hinten der Smoke und. Boah. Ja, na klar. Last player Das standing. Timing aber auch wieder. Ja, die sehen uns ja halt auch. Aber die wissen halt, wo wir stehen. Einer kommt im Spawn. Die verstecken das ja nicht mal, dass sie wissen, wo wir sind. Der Omen ist durch die Garage gepusht und wusste ganz genau, dass ich B runter pushe. Enjoy Cheats. Der Owen wollte mir vorhin auch einen Ortschuss durch meinen Smoke geben, aber durch sein Ping hat er halt nicht getroffen. Ja, ich denke mal deswegen, wenn wir die überraschen, wenn wir die... Oh, meine Frenzy, danke.
Wenn wir die einfach runterrennen oder so, dann können sie nichts machen. Wir dürfen halt nur nicht obvious einfach runterrennen, sondern einmal antäuschen und dann auf der anderen Seite durch oder so. Keiner A kurz. There. Reloading. Einer war Heaven. There. Here. Zwei sind Heaven. Einer CT. Ja, Mann! Nein, der wusste. Ja, stimmt, ich hab's vergessen. Enemy remaining. Spawn, spawn, spawn. Spawn. Da wo Tobi hinguckt. Last player Und- standing. Okay. Ja, der wusste das natürlich, dass ich da durchpushe. Das war blöd von mir. Paint? Check. Charges? Check. Brakes? Oh, weg! Gone here. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die Marshalls alle rennen. Deswegen großes Schild kaufen. Wir könnten einfach auf C drauf Auf gehen, jeden. wenn ihr wollt. C? Ja, C. Oh, das ist doch Wenn einer Marshall. mit Marshall steht, dann muss halt einer von uns den Schuss nehmen. Achso, ja, können wir machen. Was? Und dann können wir eh nichts mehr machen. Können wir mit, kommst du, Nessie, kommst du mit in die Garage? Ich hab den Spike. Ja, okay, dann nicht. Ich mache alleine, alles gut. There's a flash. Nächstes Ich ist hab Cypher, keine glaube ich, Flash. und was. Hinten. Ja! Spike down. C. Hostile down. Oh, this timing. One enemy remaining. Hier. 45, Race. Garage oben im Fenster. Hat eine Ares. Okay. Die hat mich übrigens nicht gesehen und mich durch die Kiste wieder abgeknallt. Das ist der Wahnsinn, wie sie das nicht verstecken, dass sie Rolex anhaben. Multiple. Das ist echt krass, ey. Ja, ein Hit durch die Bank gegeben, der Race. 40. Ich muss Eco-Runde machen, hab kein Geld. Kannst anfragen. Need a drop. Thank you. There. There. Come on, go! No. Yes. Enemy spotted A. Suppressing. Gerne smoken, schießen. Einer A kurz. Close bei Tobi. Go, 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 ich bin hinter dir, Tobi. Satchel out. Nein, hinter. Unter Heaven. Unter Fenster. Ja, ich seh dich. Mein minus 70. Continue. Boah, das ist Sache. Cypher ist auch hin. Ich geh One C. enemy remaining. Ich plant C. Sarah, geh mit ihm mit. Nee, mach ruhig, Sarah. Rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir. Rechts von dir. Sada hinter dir. Sie könnte hinten kommen. Pass auf. Light planted. Light deployed. Einer am Spawn. Die kommen wahrscheinlich hinter uns. Die hat low, die ist ganz low. Das war ja gottgleiches Teamplay. Du teleportierst dich weg, ich hol den Kill. Das war richtig genial. Single life. Ja, alles perfekt gemacht. Gun here. Ich hab jetzt Gone meine here. Phantom. Okay. 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 Gun here. Kann ich. Mann, Grace ist doch Gone nicht mal here. so fett, dass ich da nicht drüber komme, oder? Mein Gott. Thanks. Okay. Ich geb dir Respekt. Wieso seid ihr alle so fett auf einmal? Light deployed. Ja.
Charge. Flash. Flashbang. No one walks away. Launching smoke. Lass mich zuerst gehen, lass mich zuerst gehen. Jemand kommt von hinten. Jemand ist hinten. Der Typ, der legt sich ein, ob das ist der Wahnsinn. Vorsicht, Vorsicht. Die sind alle da, Nancy. Planted. Sind alle? Jemand ist Heaven. Reloading. Ja, kurz, kurz. Komm raus, und spawn aus, spawn aus, spawn aus, spawn aus. Einer oben, zwei hinter der Kiste. Ah, schade, Tobi. 80. Hättest du da nicht Panik geschoben, die hatte nämlich keine Bullet mehr. Ja. Ah, guter Versuch. Das ist halt der Nachteil an der Wendel, ne? Mit der Phantom müsste den einfach untersprayen können. Stay in range of my stim beacon, and we'll mow them down. Thank you. Was da Fährt bloß mir jetzt rein? bitte. Ja, wir haben eine Halfbuy und eine Eco. Ja, ich hab Eco. Was will das anders sein? Ich smoke Fenster. Ja, lass mich mein Knife reinschmeißen. Ich setze jetzt einen Stimpack Danke, raus. Smoke's down. Stim beacon down. Einer drin, da oben ist drin. Jetzt haben wir eine Waffe, Er ist oben Sarah. im Fenster drin irgendwo. Da ist eine Waffe für dich. Gun here. Launching smoke. Flashbang. Gun here. No charges. Spike planted. Reloading. Da ist oben. Enemy spotted. See. Satchel out. Reloading. Reload. Stim Jemand beacon kommt von down. hinten. CR. Here. One enemy remaining. Reloading. Der smoked immer so, dass ich ihn sehe und er mich nicht. Der oben ist der Wahnsinn, ey. Hätte der kein Wallhack, hätte der null Chance. Out there. If we communicate, we win. Ach, schön gespielt. Noch 5 Runden, dann haben wir's. Können wir B gehen? Ich bin bei jeder Schandtat dabei. B haben wir noch gar nicht versucht. Yes. Ey, Tobi, das ist jetzt zum 10. Mal heute. Was? Together. Immer wenn ich wohin will, stehst du mir auf einmal im Weg. Jetzt schon wieder. Shutting them down. Alter. Kannst du damit aufhören? Warte, ich flash. Flash was raus. Stim beacon here. Satchel out. Flash. Molly. Raise there. Plan Backside. Gehen hinter uns. Einer ist Heaven, aber da ist nicht noch jemand. Einer von A und einer Mitte. Ah, okay. Suppress it. Keiner von C. I know exactly where you are. Last player standing. One enemy remaining. Okay. Ich stehe drauf, glaube ich. Hinter Oben dir. drauf, oben drauf, oben drauf. Schade. Er ist wieder runtergejumpt. Wieso habe ich den Sprung nicht gehört? Das reicht. Schafft er eh nicht. Too easy. The symphony of death. I'm hungry to get you. Ich habe den Sprung gar nicht gehört, dass er da runtergekommen ist wieder. Drop. Wieso habe ich eine Wendel? Tobi droppt immer seine Waffe, ich weiß auch nicht. Okay, Tobi. Ey, schon wieder. Tobi. Ey, ich bin 10 Meter. Sarah beschützt mich. Beschützt mich vor ihr. Ich töte dich gleich. Sarah, willst du mir irgendwas beichten? Ich hab den Drogen genommen in letzter Zeit. Nee, Mensch, wer? Enemy spotted C.
Suppressing. Wow. Flashbang. Smoke's down. Von hinten, der oben. Flashbang. Von beiden Seiten. Munitions expended. Hinter uns. Alter! Last player standing. Hätte ich nicht sprayen dürfen, das war blöd von mir. I will fulfill my purpose. Does anyone have fun? Jetzt nochmal Double Dose Rush. Ja, aber nicht mit einer Guardian. Kannst ja mal gucken, ob du C lang was findest. Mit der Guardian. Nessie, geh mal lang. Da guck mal rein. Nessie! Launching smoke. Ja, da unten. Links. Aua. Reloading. Sorry, Rainer. Reloading. Enemy C. 10 HP, die Rainer. 2 Headshots, 2 Bodies und ein Fußhit und das reicht nicht. Ich hab nur eine Deagle, die Rainer. Kalbi irgendwo. Nein. Nein. Last player standing. Einer Garage, einer lang. Right, was ist das für ein Damage? 2 Headshots, 2 Bodies und ein Fußhit aus einer Spectre, ohne durch die Wand zu schießen. 116. No. Der muss da 10-mal tot sein, also was ist das für ein Damage? Ich weiß, was du meinst. Wie hab ich das Sage überhaupt A gekillt aus Centuria dem 4 Fenster? Security Enterprise. Ich bin schon... Ich stand schon hier. Da vorne hat mich noch aus dem Fenster getötet. For you, hermanita. Nope. Reloading. Enemy spotted B. Enemy suppressed grenade. Reloading. Runter auf die Rainer. Bitte, bitte, bitte. Launching smoke. Die Rainer kommt von hinten, Leute. Von hinten. Einer muss nach hinten gucken. Nobi macht. Die hat 150 HP, die Rainer. Reloading. Spike carriers down. Spike down Die wissen es A. auch jedes Mal... wann ich- Nobi guckt schon nach hinten, guckt nach vorne einfach. Ja, jemand ist hinten. Nobi guckt nach hinten. Ey, was ist denn das? 140! Wow. Enemies A. Nice. Reloading. Hinter euch ist keiner mehr. Hinter euch ist dead. Sind on-site. Einer kurz, einer Backside gewesen. One enemy remaining. Ich muss klären, ich hab Low. Jetzt aber kurz. I have this last player Ja, standing. links, direkt links. Der ist low. Spike down A. Nee, so nicht, der wurde geheilt. Hinter dir. Long, 30 seconds left. auf lang getippt. Schön. Ja, Ey, da ist nicht gehit worden. Dann. Du, easy. Okay, I only have like 78 grenades left. Hopefully that's enough. Also ich hab 2 mit der Operator geholt. Ja, du hast einmal durch den einen durchgeschossen, den anderen gekillt mit. Okay. Ja. okay, auf Mal kurz AFK, ja? Jojo, guten. Hey, was? Essen. Hatte Sarah Ich vorhin muss gesagt. noch kurz Sport abschicken. Ich hab das nur so halb fertig gemacht, deswegen. Oh, okay. Shutting them down. Ah, bist du schlecht! Grenade out. Oh, ein Push von denen. Flash.
Double Doors einer. What? Ich war mit der Spitze in ihr drin. Kill my ally. Vor allem in ihrem Kopf. Einer kommt von hinten, Tobi. Okay. I know exactly where you are. The hunt begins. Oh, schade. Last player standing. One enemy remaining. Auf 2 lang. Sie kommt. Push dich, push dich, push dich. Nice. Schön. Hol die ab. I'm the pride of my Ah. race. Good. Ja, die sind aber auf Braindead immer am reinpushen. Need a drop. No. Eieiei. So. No. Thank you. Dankeschön. Nope. Wer ist denn gejoint jetzt? Ich weiß nicht. Oh, Oh, hi. moin. Luca. Warum sind denn eigentlich alle komplett leise hier im Discord? Ja, deswegen habe ich auch die anderen gefragt. Beacon down. Seit 5, ne? Ja. Achtung, einer ist kurz. 2 kurz. 2 direkt vor dir, kein. Enemy spotted A. Vito, danke, Hyping. Lex, ich hab sogar nochmal aus dem Rechtsklick raus. Smoke's down. Einer kommt CT. Jo, alles klar. Ich weiß nicht, vielleicht jemand raus. One enemy remaining. Kevin letzter. Ja, könnt mir ja schreiben, ich bin on. Da hat das gemacht. Shutting them down. Yes. Ja, hab ich den Hops genommen, den Jungen. Überrollt haben wir die. Match point. Schönes Ding. This has gone on long enough, I Junge, see. den Clip kannst du dir nachher angucken. Der war... Need a drop. Thank you. Das geht übrigens viel einfacher auf YouTube, diese Clips, ne? Gone here. Ich habe das letztes Mal 2-mal ausprobiert. Das geht richtig schnell und du kannst, wenn du das Ende bestimmst, guckt er sich automatisch nur das Ende an. Das ist richtig genial gemacht. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ne? Vorsicht, da ist einer, da ist einer. Jo, einer pusht da bloß raus und Oh, ich kann mich an dir vorbei, Tobi. Noch ein Offside, Tobi. Die Race ist da auch. Noch einer. Here comes the party. One enemy remaining. Weiß ich nicht, oder? kurz, letzter. Er ist lang. Hast du gesehen? Nö, der ist so. Der war lang. Nessie hat ihn gesehen. Direkt. Ich hab 30 HP. Feeling sight. Geht zurück ein bisschen. Nicht sterben, Nessie. Das ist ein Operator. Reloading. Ja, jetzt kommt er lang hoch. Lang. Links, in der Ecke. Last player standing. Ja, Ah, pick ihn nicht. Ich höre den nicht. Hättest du nicht gehört, weil er einen Step gemacht hat. Nice! Naja, nicht Step. Ich Attackers hab erst win. gesteppt, als du schon einen Kopfschuss hattest. Smells like victory. And gunpowder. Ja, aber mal ganz ehrlich, die Steps habe ich auch nicht gehört. Also, Nee, der hat nicht gesteppt. Der hat weder auf lang, der hat auf lang erst dann gesteppt, als Nessie den Headshot kassiert hat. naja, das meinte ich ja. Also ich habe auch keine Steps gehört von ihm. Also, da war schon alles vorbei. Ja, du hast richtig aufgedreht, Tobi. Was ist da los? Ja, ich war so der Top-Tracker dann. Okay. Oh. Da kam ich nicht mehr hinterher, du. Das ist eigentlich oft so, wenn ich dann aufhöre, aufs Scoreboard zu gucken, dann läuft es irgendwie besser. Ich weiß nicht, ob es nur Zufall ist. Nö, ist eigentlich Standard, ne? Wenn man einfach nicht drüber nachdenkt. Nee, es ist gut nach jeder Runde aufs Scoreboard. Ja, das ist klar.
Tab? Bin ich Top-Ranker? Okay, dann bin ich mal leise. Ich sag mal nix. So haben wir. Eins mache ich noch. Was? Nur noch eins? Dann morgen wieder arbeiten. Ja, vielleicht zwei, mal gucken. Also, je nachdem wie lange. Oh, bei mir wird es echt schwer. Also, nee. Das ist Raus? Nein. Also, So. ich habe morgen ein Praktikum. Ich muss halt um 12 Uhr Oh, sheesh, kein, der war gut. aufstehen. Ja, ist halt scheiße gelaufen für den, würde ich sagen. Ja. Und bumm. Oh, warte mal, habe ich verpasst. Sei nochmal. Okay. Cheater! Ja, der Omen hier, das war ja auch. Das war hard to watch. Ne? Rechtsklick, trifft auch nicht. Und dann am Ende einmal ist er endlich rein. Vielleicht für ihn. Das ist schwierig. Also, dann suchen wir sie. Ist Sarah überhaupt wieder da? Okay. Heute meintest du, musst noch irgendwas machen. Ja, man, ich schieb grad voll Panik, weil ich die scheiße E-Mail-Adresse von diesem Typen nicht finde. Match found. Ich hab noch 7 Minuten. Ja, warte, dann machen wir doch kurz Pause. Ja, wollte ich gerade sagen. Du musst deine Arbeit abgeben, ne? Oder? Nee, also ich hab morgen. Muss jetzt morgen eine Sportstunde organisieren. Achso. Ja, fuck. Ganz scheiße, das ist halt so. Wenn ich mich öffnen kann, umso besser. Select your agent. Thanks for letting me borrow your alarm bot. It's so much better with explosions. Why did you never try that? Bist du denn schon wieder? Hey, Ganz ehrlich, ist unangenehm, die zu spielen, aber möglich. Also ist nicht mehr so schlimm wie bei den vorigen Patches. Finde ich zumindest, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ich mich mittlerweile einfach dran gewöhnt habe. Will ich nicht bestreiten. Ja, will irgendwer auf Site gehen oder irgendwie irgendwas defenden? Ja, was ist los? Was ist los? Reloading. Ist noch am Leben, glaube ich. Hoffe ich. So, die sind drüben. Ey, hört doch mal auf! Reloading. Ja, Sarah und ich sind halt fett. Was soll man machen? Einer Lamp. Brauch mal Hilfe. Der Ryzen geht es auch hinten. 50 auf die Race hinter der Kiste, die ganze Zeit da rumsteht.
Die ist low, die Race. Einfach drauf schießen. Ne? Ja, nicht so. One enemy remaining. One bullet, one ring. Spike down A. 50 HP hat die. Oder 60. Spike spotted A. Nee, die ist hinter der Kiste links. Okay. 30 seconds left. Oh, das ist risky. Nevermind. Die ist nicht so schlau. Tournament. Mode. 10 seconds left. Spike planted. Darf ich fragen, wer da ins Mikro stöhnt? Ich find's lustig. Ist das Nessie wieder? Das ist TikTok wahrscheinlich. Good. Keep your focus. Nessie! Bro, wir reden später, ich bin gerade in der Runde. War Auf ein jeden Tipp? Fall. Okay. Ich hasse Menschen. Also wirklich gottlos. Was ist los? Wir hören alles. Was? Ihr hört alles? Ja. Natürlich. Was? Nee, das Hier ist ist später. einer. Nur ich nenne die halt Bro, weil Apfelbaum. Cover going out. B. Shadows traveling. Placing swarm grenade. Enemy spotted. Swarm grenade out. Blinding. Reloading. Aktion, noch auf. Reloading. Es geht auch nichts Reloading. rein. Reloading. Noch nicht, Mann. Die rotieren wieder weg. Weggegangen. Cover going out. Planten. Spike planted. Das ist eine Classic. Go away. One enemy remaining. Easy. Your combat data is subject to protocol review. Einfach runter in den Kopf. Reloading. Not a fan. Spike's dead. Reloading. My double thinks she can take me. Nope. Yep. Na. Not bad. Stimmt, wir haben gar keine ASRock mehr. Was ist denn da los? Ah! Die kann ich nur freeze. Das habe ich festgestellt. Alter! Okay. Ist das jetzt dein Ernst, Sarah? Yep. Ich Yes. weiß darüber. On my way. Das ist echt scheiße. Yep. Race ist hier, glaube ich. Cover going out. Sind alle Dings. Fenster. Ja. Shadows traveling. Spike down B. Ja, Digga, fick doch mein Arschloch, Alter. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Cutting their vision. Einer Backside rechts an der Kiste. Ich habe leider nur eine Spectre. Ja. Einer links. Sind beide drin jetzt. Shadows traveling. Last player standing. Ja, Spike planted. A geplantet. Mhm. Links close. Oh Mann. Oh, ich hätte mal reloaden sollen. 100! The enemy fears you, Reyna. Need a You drop. can use that.
Nope. No. Nope. No. Gotta go. Yep. Jupp. Also Tobi, Yes. jetzt mal ehrlich, du solltest mir schon kaufen, weil du stehst unter mir. Wie soll ich ihn kaufen? Ich habe 1-1. Ja, 1-1. So waren meine Schulnoten immer 1,1. Ja, ja. Im Traum. Wer bist du? Ach so, hi. Wer bist du denn? Ne? Lang. The hunt begins. Cover going Spike down B. Oh, ich One hab den Spike enemy gesmoked. remaining. Oh, mein Fehler. Stealing sight. Die ist weg. Keine Ahnung, was passiert ist, aber okay. Ich hab gesmoked. Naja. Denke ich mir mal. Salamat, thanks. Ich hab meine Ult, nevermind. Oh, lass ich pieken mal Salami ist kurz. wieder da. Die werden jetzt alle so fett gefingert wie keine Ahnung was. Da stehst du Kommt ihr drauf. mit? Ja. Also ich schon als Mädchen so. Oh. Ja. Macht auch Sinn als Mädchen, glaube ich, oder? Macht als Mädchen auch Sinn. Shadows traveling. Cover going out. Papa, wir sind bei mir. Stealing sight. Ja, ja, die ist full flashed übrigens. Full flashed rennt sie durch in unseren Spawn. Das war die einzige. Alle anderen sind nicht durchgerannt. Ja, ja, du hast gerade extreme Lags. Vorsicht, die Race hat Ullen. One enemy remaining. Nicht geplant, das war Könnte Bathroom sein, ich weiß nicht. Running low. Nein, komm. Die ist saved, oder? Vielleicht ist sie AFK? Go, go, go. Ja. Die war AFK, bis eben gerade. Unlucky. 30 seconds left. Ja, wie will sie denn Neon ulten? Was ist denn mit der los? Die ist nach Richtung B raus. Außer ihrem Spawn. Richtung B. I'm out of here. Ten seconds left. Müsste vor Tobi stehen irgendwo. Spike planted. Hä? Ah, Ah, wie ist sie denn da hingekommen? Houdini. das letzte Mal einfach auf A gekommen. Okay. Das war mal ein Slap. Das war voll in ihre Fresse, Alter. Ins Gesicht. Okay, was machst du denn da? You're welcome. Ich weiß auch nicht. Magst keine High-Pink-Game, oder? That's weird. Ja. Leute, Jawohl. ja. mögt ihr mich? Ja. Was ist das denn für eine Frage? Will ich Keine mir Ahnung, manche sagen immer nein. Ein bisschen. Guck mal, hier kommst du nicht hoch. Haha. Bisschen ist schon. Kommst du ja nicht rein. Weg mit dir. Shadows Haha. traveling. Als ob die wieder. Also, die kannst mir nicht erzählen, dass die nicht wissen, wo wir sind. Ich stehe 5 Runden auf A, die gehen nicht einmal A. Ich gehe 2 Runden B, die gehen zweimal A. Joke's over! You're dead! Spike planted. Ein Bodyhit Riot. Leute, bitte kommt doch. Ich war on spot. Blinding. Last player standing. 100 auf die Neon und naja, egal.
gerückt. Moin Battlebee. Strike Oh, at their weak points. hier einen schönen Sonntag. If one link breaks, the rest will follow. Wenn das die Okay, jetzt ich hab's wieder ausgepackt. gehen, wenn ich jetzt sage. Go, go, go. Ja, ich habe da wieder meinen Spray and Pray ausgepackt. Das war eine gute Idee. Also das gegen die Rainer, da war ganz weird. Ich habe mir gerade mal eine Sheriff leisten, ich kann den leider nicht lesen. Cover going out. He at least tried it. Shadows traveling. Stealing sight. Ach so, wie Full Spike Sprint. down B. One Phoenix enemy minus remaining. 140. Durch die Smoke gedreckt. Schönes Ding. Gute Ansage. Die Rainer kommt da im Full Sprint aus dem TP rausgerannt. Und geht mir instant One-Tap einfach. Ja, ich hätte es ansagen sollen, ich habe sie gehört, dass sie da raussprintet. Ja, ich hab die abgeaimt. Ich hab die Flash weggeschossen von der Rainer. Und hab drauf geaimt, aber die hab ja instant im Full Sprint einen One-Tap gegeben. Hm. Obwohl ich hier an der Wand stand. Also ich stand hier ganz an der Wand dran. Leute, mein Essen ist da. Guten. Ärger. Oh, das wird Full B. Window Shiner drin. Einer lang, drei Fenster. Bin gleich da. Oder soll ich nicht rotieren? Doch, ich rotiere mal, ne? Flash Fenster. Flash. Spike down B. Hit. One Hit enemy Fenster. remaining. Nice. Das ist schon nicht so Ja. Durch. schon gewohnt. Gear up, stay safe. We're going back in. Ja, ich bleibe jetzt im Spawn stehen. Jedes Mal, wenn ich nach A gehe, gehen sie B. Wenn ich nach B gehe, gehen sie A. Das ist mir zu gut. Gibt ja eine Smoke auf A und dann. Falls da noch mehr kommt. Ja. Shadows traveling. Ah, tschüss. Cover going out. Blinding. Bathroom, ganz viele. Sarah, Aua. Ha. Gerade Oh, 120, what the hell? Wieso spray ich nicht an? Retzen auf A kurz. A kurz. Ui. Ja, der war kurz gewesen. One enemy remaining. Achso, der war auf K. Spike planted. Schön. Die rennt nochmal in die Nade rein, what the hell? Nee, die hat in der Nate geplantet. Hm. Und die ist nicht mehr rausgekommen. Ui, sei brav. Gun here. Also bei Sarah brav bleiben, dann lässt sie frech werden. Was? Doch, ja, du stehst auf frech. Gun here. Nee, ich stehe eher drauf, wenn man mich dominieren kann. Was aber sehr schwer ist. Kein Problem. Nein, das ist echt nicht leicht. Dafür kenne ich mich zu gut. Ja, kann ich mir vorstellen. Oh mein Gott, echt jetzt? Defenders win. Und jetzt schön mit Odin durch den TP durch. Schön Rainer Ulti und
Dann wird da durchgemäht. Die Random Worker. Aber ich finde echt, die sollten mal so einen maximalen Ping einführen, ganz ehrlich. Ja. Eine von denen, glaube ich, war Diamond. Ja, wir haben gestern schon gegen ziemlich hochrangige gespielt. Aber das geht gut ab momentan. Ja, ich habe gestern noch ein Normal gespielt, da habe ich gegen Full Immortal Lobby gespielt. Das Okay. hat auch Spaß gemacht. Gut. Noch einer oder? Na klar. Also eins mache ich noch, dann bin ich aus. Das machen wir für die nächsten 2 Stunden so, Tobi, ne? Eins geht noch. Nein, nee. Morgen wieder arbeiten. Ja. Ja, immer diese dumme Arbeit, ne? Ja. Ja, es glaubt jetzt ehrlich. Die Race, die war Diamond. Wird bestimmt noch nichts mehr aufstehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Ah, yeah. Match Schön, found. Hi. Tschüss. Also, gute Nacht zusammen. Ja, was? Hä? Mensch, Tobi! Also mittlerweile weiß es jeder, wer es ist. Ja, ey, sorry, ich konnte das vorhin gar nicht glauben. Also, Du müsstest eher auf Sarah vielleicht dann schieben. Nessie ist sonst immer so anständig, weißt du, und dann dachte ich, du wärst es. Aber Tobi, Mann, was war das vorhin? Ja, ja. Irgendwann geht da Fallen wir ja da nicht mehr Polizei drauf noch rein. raus. Du musst sagen, Mensch, Sarah. Mensch, Sarah! Ja. Let's do this. Ach, Flo, du fällst aus der Reihe. Wir haben uns Wegen? ja nicht kein Mädchen. Ach so. Ja, aber es ist ja ein Roboter, der kann ja beides sein, ne? Nummer 1. Da gibt es ja im nächsten weiblichen KO. Ja, das ist ja schon Killjoy. Was? Picture ist doch kein Roboter. Naja, Meinst aber es wegen Techie, ne? ist so die weibliche Art von ihm. Picture kommt aus Deutschland. Hm. Aber wieder so eine Elo-Squad da. Ein 4er-Trupp. Ach, Flo, bekommen wir dich jetzt eigentlich noch zu sehen? Mich? Ja. Ja. Ich schicke dem nächsten Foto einmal rein. Die Mädels stehen Ich auf will. dich. So. Mann, ich will jetzt wirklich sehen, wie du aussiehst. Bist du ja auch. Ihr verliebt euch alle nur in ihn. Voll Energie. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Freund, aber dem ist ja nicht mehr so. Ach, schon wieder singen? Ja. Gott, wie ist... Gestern nicht aufgepasst. Ach ne, du warst ja Nee, ich war, ja. leicht kaputt gestern. Ja. Ja, das ist ja unglaublich, Nessie, bei dir. Ah, nur so. Einer Mitte. Habe ich einfach nicht über den Freund gehabt. Ja, okay. Hein wird dein neuer Freund. Was hältst du davon? Ich krieg One Spike Tap down in B. Sprung. Ich kriege gar nichts auf die Reihe. Warte. Hat hier gefehlt. Ah, Wow. warte.
Eine CT und eine Onside. Mhm. Mommy. Oh, die Race ist low. What the Ich hab fuck? 3 Kugeln. One enemy remaining. Time to die. Blick. Don't make a fuss. I'll shut them Weiter down. ist. Until then, survive. Kein, was hältst du davon? Wovon hab ich was? Dass Tobi meinte, dass du mein neuer Freund bist. Ich bin dein neuer Freund. Ich hab das dir gesagt. Ach so, stimmt, Flo. Ups. Ich hab gesagt, ihr seid beide ungefähr im gleichen Alter. Ja, also ein Flo. Und was, wenn ich Single bleiben will? Blind their Nein, scouts. ist er nicht. Hast du ja. Ich habe ja nur gesagt, dass ihr ungefähr gleich alt Das seid. ist auch Schokolade. Shutting them down. Ich hasse auch. Enemy suppressed. Das ist voll ekelhaft. Man tauscht eigentlich nur Bakterien aus. Oh, was ist das für eine Nade? Wie War ging die das denn? meine? Nee, oder? Nee, das war die von Dino. Ja, schon wieder One Tap. Spike down B. Die tried it, I guess. So. Target Oh, down. Naja, das war ein bisschen wackelig. Das war ein bisschen wackelig auf dem Throwing charge. Suppressing. Enemy suppressed. Yellow, wenn du Flashbang. müsstest. No man. Klar. Spike down B. One enemy remaining. Hä, ihr habt mich ja gar nicht gebraucht. Ja, ich stehe 0-2. Together, we will bury them under. Bester Diss-Track? Kenne ich nicht. 18 gedrückt. Geht doch mit. Kenne ich wirklich nicht. Can I get a drop? No. Afrika Cup Finale. Ich habe das schon so halb am Rande. Habe ich das gesehen. Verfolgt das aber nicht wirklich. My bad. Yes. Er zittert laut. Suppressing. Ja, woher wissen die das immer? Die haben Aimbot, die haben Cheats aktiviert. Ich wäre fast auf meine Fresse gefallen, Alter. Nein! Spikes down. Ich krieg schon wieder am Sprung Spike One down Tap. A. Zum dritten Mal. 70 auf die Race. Oh, mach den Legs rein, Alter. Flashbang. Race ist Backside. Flash. Tolle Flash. Grenade. One enemy remaining. Net deployed. Your combat data is Okay. Eine Kugel. Wahrscheinlich B irgendwo gewesen. I have the spike. Anna, Ninja, Sickerin. Last player standing. Aber bewegst du dich 30 einen Schritt nach seconds links. Absolut. Easy peasy. Jetzt sind Sekunden. 10 seconds left. Light planted. Was ich gesehen. Last enemy taken out. Schön. Siehst du, deswegen habe ich gar nicht erst gezielt. Ich wusste, dass er auch schafft. Who said this wouldn't be fun? Ja, Ja, ja. Genau. ist klar. Und Ist ich bin richtig. Alter. Weißt du, ich stelle mir auch Sachen vor, aber so? Nee. No, Tut mir leid, Sarah. No. Das muss aber nur raus. no, Ich liebe dich, das weißt du. Du bist echt no. die hübscheste Person, die ich je getroffen habe und auch Yes. March through them. hier, ne? Und überhaupt. Übrigens sind immer 2 oder 3 Mitte. Yes. Shutting them down. Guckst du? Upp. Wir wissen es einfach wieder. Soll ich denn? Nee. Hä? Reloading. Ich habe eh nur Eco, das ist vor.
80 auf dem Server. 80 auf dem Server, nice. Hier Mitte. Einer geht noch. Spike down mid. Bitte nicht kuscheln da in der Mitte. Nice, einer geht noch. Nice, einer geht noch. Standing. 80 die Race. Achso. Ist doch voll. Einfach rumziehen, einfach rumziehen. Hinter dir. Beide Mitte gewesen. Machte schon. Zeit. Guter Versuch. Stay alive. I want their life. Nope. Yes. No. Wollen wir mal A rushen? Ich hab ne Ult. Oder einfach mal rein. Mit dem Spike, wenn es Wenn ich geht. eine Waffe bekomme, wenn ich eine Waffe bekomme, wenn ich eine Waffe bekomme. Können wir den Spike auf A kriegen, Tobi? Ja. Das wäre ja. Okay, dann nicht. Reload. I dropped the spike. Bitte Mann, bitte! Spike, nee. I have the spike. Costa, hallo, mach dich fertig. Spike down A. Wo kommen die denn alle? Ja, von allen Seiten. Weil die sind alle hinter der Ecke verschwunden. Ich konnte keinen abschießen. Da sind ja alle so echt. Oh Gott, schade. Die hatten ein gutes Timelag. This world hurt me. Jeden, den ich gesehen habe, der ist instant hinter der Ecke weggegangen. Defend it. Konnte ich nichts Ja, aber abknallen. wenn alle da sind, die sind immer da. Oh. Naja, das habe ich mich schon angewöhnt. Ich bin ja einfach zu 5 Mitte und rotieren instant zum Spot oder was? Ja, die stehen dann mit 3 Leuten. Also 2 da, einer da Let's start this party. und einer hier. Und einer glaube ich auf B. Oh, ich weiß gar nicht, ob überhaupt einer auf B ist, bin ich ganz ehrlich. Multiple enemies mid. Ja, hart belasten. Satchel out. Flash. Oh. Das kann ich vergessen. Ich sehe einen Gegner, bin tot. Was ist denn los? Ich kann nicht reloaden. Oh, neuer Bug. Me like. Achtung, die sind da. Ab 5 HP. Verfehlt sich. Planted. Last player standing. 120 auf die Astra. Oben drin einer. One enemy remaining. Shutting them down. Enemy suppressed. Hab meinen Zweck erfüllt. Mehr muss ich nicht tun. Ach ja, ist das schön. Keep the momentum. Komplett Nope. verarscht den Jungen. Ich bin mal Phantom. Vielleicht treffe ich mal was. Satchel out. Satchel out. Ah, da ist das neue Paar. Ich mache ein bisschen Stress in der Mitte und dann komme ich zu euch. So dass sie halt denken, dass wir wieder Mitte und A gehen. Noch nicht. Nein, Noch nicht. nein, Naja, ich sag ja noch nicht. nein, nee. Also doch. Die pushen bitte, go, go, go. Go, 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 go. Flash.
Ja, Last player standing. die kommt schon von hinten. Unlucky. Last player standing. Gleich zweimal tot. Achso. Einer geht noch. Hat die geplantet? Ja, schon längst durch mit Planten und Diffusen. Oh, surrounded by Ein Minha Familia. Gameplay. We won't lose. No. 5 Messer auf dem Body, 2 Hitten. Ja. Ich, Weggedasht, Dash ist durch, ich verreck noch. Hey, Pink Gameplay. Vorsicht, Mitte sind mehrere. Shutting them down. They're suppressed. Ja. Weil sie wegläuft, genau in der Sekunde. Ich habe ihr einen Hit gegeben. Also, Riot fucking Games. Sind viele auf B. B und die rotieren, glaube ich, alle in die Mitte. Spike down A. Kann ich vergessen. Ja, sorry, ich hab mir halt nicht hingeguckt. Last player standing. Junge, das ist der Wahnsinn. What? Hab die falsche Waffe aufgesammelt, glaube ich. I know what must be done. No. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum Tobi gehen will. Ich habe ja gerade was gelesen von Afrika Cup. Nee. Nee, das tue ich nicht. Guckst du nicht? Okay. Weiter. Nee. Ich glaube, ich habe ein einziges Spiel gesehen vom Afrika Cup. Also ich habe das Voting auch gar nicht gestartet. Er gibt halt wieder einen Running One-Tap, Mann. Spike down A. Man merkt, bei mir ist die Luft raus. Last player standing. Oh. Ja, Sarah, so geht's mir. Ein Pink Gameplay. Go on SE. Rick sitzt One Tap. Their vision. I have the spike. 30 seconds left. Wo war sie? Keine Ahnung. Müsste aber im Spawn sein, glaube ich. Kann aber auch von hinten kommen, ja. Du lagst. Jo. Ja, Nessie hat Disconnect. Ja, Disconnect. 10 seconds left. Spike drop. Wow. Das sah ja nice aus. Erstmal das Gebiss zu sehen und dann eine messerwerfende, messerschwingende Viper dahinterher. Ja, das Internet von Nessie ist nicht so prickelnd. Vor allem am Sonntag ist er irgendwie übel. Die rastet aus, schnell. Hey, Nessie. Hi. BB! Wurde es übrigens gemessert. Ja, war mir schon klar. Let's go. My bad. Ja, ist schwierig. Brauchst ein eigenes Internet, glaube ich. Suppressing. Ui, Flashbang. kommen die Kugeln rein. Suppressed. No charges. Grenade. Ja, ich krieg dreifach Headshot von der, Double Headshot von der Neon im Laufen. Enemy spotted B. Reloading. Fire in the hole. You want to fight it? What the fuck? Ich war nicht mal in Sicht.
Nee, die laggen so hart, dass die... Ich hab vergessen, 10 Gegner den Tod. Jede Runde. Sarah, die laggen so hart, die sehen dich, bevor du sie siehst. Und wenn die schießen, wenn du noch nicht zu sehen bist, dann treffen die Schüsse schon. Deswegen haben die einen Vorteil. Nicht mal um die Ecke. Ich weiß Ja, nicht, genau. ich eine Ecke und die haben einfach draufgeschossen. Richtig, ja, die schießen, weil die dich vorher sehen und bevor du um die Ecke kommst. Weil die einen hohen Ping haben. Das ist, klingt eigentlich unlogisch, aber ist es so. Da muss auf jeden Fall Race Schiedsrichter haben. Ja, die haben einfach nur einen hohen Ping, glaube ich. Aber es kann auch sein, dass die noch einen Cheater haben, weiß ich nicht. Das ist einfach nur stupid Riot. Flashbang. No choice. Grenade out. Dieses Hyping ist einfach nur ein Witz. Es ist ridiculous, das braucht. Reloading. Soba removed. Okay. Reloading. Satchel out. Enemy spotted. 28 auf die Astra. Down, attacker spawns. One enemy remaining. Die ist nicht mal auf A. Ach, die hat den Spike Ah, okay. Ja, die kommt immer von hinten, ne? Einfach reinflashen da. Kann ich einfach reinlaufen? Kann ich einfach reinlaufen? Last player standing. Oh. 30 seconds left. I have the spike. Ten seconds left. Spike planted. Die ist schon vor dir. Still in sight. Nice. Richtig gut gespielt. Schnappt ja noch eine Wende, genau. Oh mein Gott, mein Last Herz. round in the half. We cannot keep our goods after this. Spend all. Ja, pumpt das Adrenalin. Ne? Ja, ist echt kacke. Gone here. We go. Hey, nice work. Aber Vorsicht, Mitte ist wieder einiges. Shutting them down. Flash. Enemy spotted mid. Enemy spotted mid. Reloading. Last player standing. What the hell? Eben springen, gibt's mir einen Headshot. Timing schon wieder, ne? Ich hasse das. Commendable. Shutting them down. Ach so, ja, die sind schon alle hinter mir, haben sich erstmal aufgestellt. Verstehe. Switching Let's make a sides. plan, then execute. Ich verstehe. Gotta stand. Attackers win. Unlucky Cheats. Ach, right. Mach doch einfach so, dass du die Server nur dann picken kannst, wenn du einen Ping unter 30 hast. Ansonsten kannst du den Server nicht picken. Das ist viel zu Ganz kompliziert. Nee, Das kann doch kein Mensch programmieren auf dieser Welt. Hallo? das schafft doch jeder in der Grundschule zu programmieren. Vor allem haben sie ja schon, Mal auf Realschule oder Gymnasium gehen. vor allem haben sie ja schon die ganzen Voraussetzungen, haben sie ja schon alles im Spiel drin. Ne? Das ist ja das Schlimme an der Geschichte.
Egal, machen wir morgen wieder. Wenn ich hier einfach dann nur, weiß ich nicht, nur Frankfurt, Paris und London auswählen kann und den Rest nicht, weil ich über 30er Ping habe. Ja, bitte, right. Dann kann ich immer noch zwischen 3 Servern wählen. Richtig. Ich kann ja sogar Tokio auswählen, was halt absolut gar keinen Sinn macht, dort zu spielen. Und da kann ich dann, kann ich da auch Ranked spielen? Ja, ne? Ich denke schon. Ja, natürlich. Das ist doch völlig bescheuert. Na gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Genau, ja, morgen ist wieder Wochenstart. Okay. Und ich will was essen. Jo, Okay. also dann Ja. bis morgen zusammen. Genau, bis morgen. So, ciao. 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 So, ganz kurze Pause. Dann machen wir gleich noch ein Ründchen Wings of Death. 2 Levels, ne? Können wir eben noch mal was zu trinken. Und ja, auf jeden Fall, wer das auch gucken mag, viel Spaß beim Afrika Cup Finale. Alle anderen, ich komme gleich wieder.
Da bin ich wieder. Ja, wir gucken gleich mal rein in Wings of Death. Und danach schauen wir uns noch mal ein Match an. Ich glaube, das müssten... Ist das schon das Finale? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall geht das in ungefähr einer Dreiviertelstunde los. Kann ich euch auch eben mal zeigen. Jetzt sind noch die europäischen finalen Runden der Frauen gerade dran. In Valorant, ne? Also da seht ihr hier. Und danach kommen die nordamerikanischen, weiß gar nicht, ist es, ja, Lower Bracket steht hier auch dran, genau. Das gucken wir uns gleich mal an. Und vorher machen wir noch eine Runde Wings of Death. Wings of Death hattet ihr ja letztes Mal gesehen. War das vorgestern? Ich glaube schon, ne? Ist so ein etwas älterer Vertical Scroller. Aber richtig nice. Also mir bringt es richtig Spaß, sagen wir es so. Und da sind wir stehen geblieben. Das sieht jetzt ein bisschen wirrer aus, weil ich gerade das neu reingeladen habe. Gibt es euch gleich wieder. Da sind wir stehen geblieben, glaube ich, bei Stage 7 oder so. Irgendwie so war das. Gucken wir mal, ob wir dieses Level noch durchkriegen. Und dann schauen wir mal in das Finale oder beziehungsweise ins Lower Bracket in Valorant rein. Okay, jetzt wird es wieder ein bisschen etwas retro, sagen wir es mal so. Ein bisschen Gedüdel. Aber cooles Spiel, also mir bringt es richtig viel Spaß. Laden wir mal den letzten Spielstand. Ah, guck mal, Stage 7 sind wir stehen geblieben, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier machen mussten. Haben wir die Dreiecke gemacht? Ich glaube schon, ne? Aber nicht gut. Probier den Schuss mal aus. Das wird ja wohl irgendwie seine Daseinsberechtigung haben, dieses Dreiecksteil, ne? Ja, okay, ich muss das mal eher aufsammeln, dieses Explosionsteil. Immerhin. Okay, so nicht. Ich glaube, ich muss auf die linke Seite. Brauchen wir erstmal den, dann den hier und dann gehen wir nach links. Eieiei, ja so nicht. Muss ich nochmal neu anfangen. Darf diesen Beam nicht einsammeln.
Jetzt haben wir es, ne? Oder auch nicht. Kriegt zu viel Schaden am Anfang. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Okay, damit hat sich das schon erledigt. Der Anfang ist halt das Wichtigste, ne? Wenn der nicht sitzt, hat man es nur noch richtig schwer einfach. Und wir mal organisieren kriegen. Ja, ich muss, glaube ich, weiter nach unten am Anfang und dann schnell nach oben, um dieses Explosionsdingens einsammeln. Das ist schwierig, am Anfang diese Dreiecke sind viel zu schwach. Muss erstmal den Flow hier finden. Damit bin ich nicht selber gemeint. Bleib mal weiter hinten. Yikes. Was habe ich gesagt? 3/4 Stunde? Also 21 Uhr geht's los, ne? Kriegen wir hin. Bis dahin schaffe ich ein Level. Okay. Schwierig, schwierig, schwierig. Oh, jetzt haben wir den Anfang. Hat ein bisschen gedauert. Oh, kriegen wir hin. Ich muss mal gucken, wo diese Explosionsdinger alle sind. Energy. Auto fire. Kurz Pause. Eine Sekunde. Oh ja, da haben wir noch ein Upgrade, sehr schön. Energy. Speed.
Autofire. Ja, das war nicht gut. Muss ich wieder automatisch manuell schießen, meine ich. Red fire. Also glüht der Daumen wieder hier bei mir. Na nicht, ne? Aber. Ah, das Schild hätte ich mal einsammeln müssen. Shield. Shield. Energy. Hunter. Speed. Autofire. Das A, was ich da eben einsammle, das heißt übrigens Autofire. Kann man ein bisschen schlecht verstehen, ne? Also, boah. Yikes. Aber wir haben noch ein paar... Nee, das ist blöd. Ich wollte sagen, wir haben ja noch ein paar Leben, aber wir haben halt absolut keine Power mehr hier. Keine Schüsse. Red fire. Energy. Circle blast. Nein! Oh Mann, das ist echt räudig, ne? Mal einmal den falschen Schuss einsammelt, dann ist over. Red fire. Energy. Speed. Power beam. So wie hier. Energy. Kann ja eigentlich schon aufgehen, ne? Red fire. Ja, halt nichts mehr tot hier. Ah, schaffen wir. Das Level kriegen wir noch durch. Red fire. Energy. Speed. Uff. Schwieriges Spiel. Ich bin Controller nicht gewohnt. Da brauche ich eine kurze Pause zwischendurch mal. Aber ich finde die kleine Motte ist ganz cool eigentlich. Und schnell vor allen Dingen, wenn man dann auch noch Speed einsammelt. Natürlich noch schneller. Und der Autoshot hier. Der ist natürlich richtig genial. Energy. Red fire. Shield.
Energy. Perfekt. Guck mal, jetzt haben wir schon mal einen richtig guten, sagen wir mal, richtig guten Punkt erwischt. Wir haben ein Schild aktiv, das ist diese weiß leuchtende Motte. Ein Hunter ist diese Kugel in der Mitte, die mich beschützt. Und einen voll geupgradeten Schuss. Damit sollten wir ganz gut durchkommen. Oh weh. Auf nur Autofeuer nicht einsammeln. Also sonst geht mein Autoschuss wieder weg. Wow! Oder irgendeinen anderen Schuss, weil dann bin ich wieder da, wo ich feuer. Auch nur keinen anderen Schuss einsammeln, dann bin ich Gucci. Oder ein Totenschädel oder. Oh ja, Energy ist richtig nice. Genau das, was ich brauchte. Ah! Das sieht mir nach einem Loot aus. Alle Upgrades weg. Totenschädel halt, ne? Und gib mir einen einzigen Upgrade. Nur einen. Jetzt kommt gleich der Boss wahrscheinlich, ne? Ja. Und das mit einem Standardschuss. Keine Chance, wir brauchen den geupgradeten. Aber der sieht nice aus. Da bin ich mal gespannt, ob wir den hinkriegen. Oh, einmal noch konzentrieren, ne? So viel zu konzentrieren. Ich habe nur Dragonfire gehört, da war es schon vorbei. Dann wieder Stufe 1 Dragonfire, das bringt mir nichts. Oh, bloß nicht den Autoshot einsammeln. Dann geht meiner nämlich wieder weg. So ist das Spiel konzipiert. Nimmt man ein anderes Upgrade. Wie das hier. Das ist in Stufe 1. Alle vorigen Upgrades sind weg. Alle. Aber ich muss wirklich jedem Upgrade ausweichen. Und jedem Gegner, jeder Kugel. Also ich muss eigentlich allem ausweichen, was auf dem Bildschirm existiert. Okay. So, jetzt aber. Und noch einmal Energy, wenn es geht. Wenn nicht, dann ist es halt so. Dann kann ich nichts gegen machen. Da ist Energy. Und Leben. Perfekt. So muss er sein.
So und nicht anders. Bloß nicht den Totenschädel, weil dann sind wir wieder am Anfang des ganzen Geschehens. Oh! Nein! Oi, so viele Upgrades und da allen auszuweichen. Fast unmöglich. Kriegen wir hin. Sehr viel Schaden habe ich kassiert. Ich weiß ja, gleich gibt es ja noch einmal Energy irgendwo. Hoffe ich. Denn ich verpasse es gleich. Da ist es. Das war richtig knapp. So, jetzt noch einmal konzentrieren. Dann kommen wir zum Endboss. Boah, ist das übelst schwer. Ich weiß gar nicht, wie viele Levels es gibt. Hatte ich letztes Mal schon gesagt, ne? Wir sind Level 7. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nur so 10, 20 Levels gibt. So schwer wie das ist. Das ist kein Upgrade im Moment. Aber gut gelöst. Ich denke mal, jetzt kommt der Endboss. Hoffe ich. Ja, da ist er. Man kann den Feuerball abschießen, das ist wirklich gut. Oh! Monka Giga! Jawohl! Da geht er down. Nein! Heute will ich veräppeln! Heute will ich veräppeln! Der letzte Feuerball! Und das schaffen wir. Oh, okay, das ist das Ende? Echt jetzt? Es gibt nur 7 Levels? Nein! Okay, also wenn zufälligerweise ein Entwickler von Stallion aus dem Jahre 1990 zuguckt, bitte macht einen zweiten Teil. Oh, ist das übel. Das ist richtig geil, das Spiel. Ich will mehr. Oh. Oh. Also der Vogel bin ich, das bin ich mir ziemlich sicher, weil wir ja verschiedene Vögel gespielt haben. Und diesmal müssen wir die Prinzessin in einen Frosch verwandeln, damit wir wieder zum Menschen werden.
Congratulations, you managed to get even with evil. Sandrilla, finally. You have regained your own form again. Also wir sind wieder zum Mensch geworden. And fame will follow you. Wir werden berühmt. Throughout her domain of the rest of your life. Das ist mal ein anderes Ende. Normalerweise muss man die Prinzessin ja retten. Hier müssen wir sie verwandeln, damit wir wieder zu Menschen werden können. Coole Sache. Das ist echt bedauerlich, dass es nur 7 Levels gibt, die richtig bockschwer sind. Muss man ja mal sagen, ne? Also die sind gar nicht einfach. Zur Erinnerung, normalerweise speichert man nicht zwischendurch und fängt wieder da an. Wenn man einmal stirbt, verliert man ein Leben. Wenn man alle 4 Leben verloren hat, ist es vorbei. Ne? Dann muss man wieder ganz am Anfang anfangen. Wir haben das Ganze mal mit Speichern gemacht. Ja, schade. Haben wir es durch, das Spiel? Das war ein bisschen einfach, ne? Kappa. Ne, war natürlich nicht einfach, aber naja. Es war halt sehr kurz dadurch, dass wir uns das ein bisschen einfacher gemacht haben. Oh, guck mal, ich habe Valorant auch noch oben. Können wir mal rausgehen. Ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt brauchen wir ein nächstes Spiel. Ich habe hier ja eine kleine Liste von Spielen, die ich mal spielen wollte. Beziehungsweise einmal durchspielen wollte. Rings of Death haben wir. Da mache ich mal ein Häkchen hinter. Oh ja. Das Ding hatte ich auch schon mal mir angeguckt, aber nie wirklich gespielt. Ist auch aus derselben Kategorie, ein Atari ST-Game von ganz früher. Aber nicht schlecht. Schauen wir mal rein. Das Ding sieht aus wie ein Iron Maiden Cover. Die Sprachausgabe ist natürlich wieder basic. So, auf geht's. And remember, shoot or die. Kriegen wir hin.
Schießen können wir ja. Das ist eine andere Form von Shooter jetzt. Hier kann man auch springen, ist so von der Seite halt, ne? Wow. Und wenn ich festhalte den Feuerknopf, dann habe ich hier so einen Laser, den ich lenken kann. Okay. Jetzt habe ich einen längeren. Ne, versteht man nicht. Oh. Ich muss mir mal merken, was die Upgrades bringen. Oh. Gleich keine Energie mehr hier. Oh Mann. Ja, das war nicht gut. Oh, okay. Das beendet instant das Spiel, habe ich die falsche Taste gedrückt wahrscheinlich. Okay, das ist sogar noch schwieriger, als ich eigentlich dachte. Hier war doch... Ach, da ist er noch. P. Ah, P ist Power. Dann gucken wir mal die Upgrades durch. P ist wieder Power. Sternchen. Unverwundbar, okay. Blitz. Ah, Blitz macht einen längeren. Oh, sorry.
Das ist dieser Laser. Das ist wieder unverwundbar. Oh, was ist das? Das ist dieser Multishot, ne, den wir vorhin hatten, glaube ich. Ja, genau. Der ist ziemlich nice. Den kann man weiter upgraden. Und das war's. Ah, nee, im Prinzip kann man alles einsammeln hier, ne? Oh, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was. Ich muss ein bisschen vorsichtiger vorgehen, glaube ich, weil ich die Levels alle noch nicht kenne. Ich darf nur diesen Beam nicht einsammeln, glaube ich. Was ist, wenn ich gleich hier oben hingehe? Ja, genau den. Gerade spreche ich noch davon. Gut, ist auch egal, jetzt haben wir es. Oh, ducken geht auch, sehr schön. Da kommen wir nicht hin. Obwohl. Ne, kommen wir nicht hin. Machen wir mal ganz vorsichtig, dass wir nicht so viel Leben verlieren. Viel zu vorsichtig. Oh ja, hier müssen wir durch. Okay, die tracken einen, die komischen Felsen. Glaube ich. Ah, hier ist ja wieder der Multishot. Okay, wir müssen weiter. Schwierig. Mann, das ist ganz schön happig. Hier oben ist irgendwas. Oh Mann. Und man kann irgendwo reinfallen. Und stirbt instant. Das ist natürlich fies. Ja, nicht nur, dass der keine Reichweite hat, nicht nur, dass der schwach ist, der Schuss. Und der hat auch gar keine Reichweite. Oh. Aber wir gucken mal unten hin. Vielleicht kriegen wir wenigstens irgendwas. Ist ja erstmal nur, um zu gucken, ob wir das Ding hier durchspielen wollen oder nicht. Aber es sieht cool aus. Bin gleich tot, ne? L? Ja, irgendwas L. Oh, ich sehe ja, da unten läuft noch eine Zeit. Also mit vorsichtig ist es auch nicht. Game over. Continue. Ah, man kann trotzdem weiterspielen. Ich habe wieder 3 Leben. Ich glaube wieder von vorne an. Gut. Schwierig. Ich weiß nicht, ob wir das spielen wollen. Ist halt... Im Prinzip ist es ein Shooter, ja. Aber auch ein Jump'n'Run. Ich überlege mir das mal. Ist aber ganz cool gemacht. Aber viel schwerer als Wings of Death, wenn ich das so auf den ersten Blick sehe.
7 Minuten geht's los. Da gucken wir uns dieses Pro-Match mal an. Machen wir ganz entspannt heute. Hole ich mir eben noch mal was zu trinken her. Und dann lassen wir das heute mit dem Retro zocken. Wir haben übrigens auf das haben wir ja durchgeschafft. Das war schon mal ganz cool. Das eben war Turrican. Turrican ist ja, mehr Jump'n'Run und Shooter, ne? Beides in einem. Gucken wir mal. Oh, geht in 6 Minuten los. Ich habe noch mal was zu trinken her. Dann schauen wir mal, wer spielt. Das dürfte ja eigentlich ein Lower Bracket jetzt sein, wenn ich das richtig sehe. Wir haben ja gestern uns ein Match angeguckt. Beziehungsweise das Match von gestern habe ich mir heute nochmal angeguckt. Ich habe einen Clip gepostet im Discord. Das war richtig cool. Da haben sie richtig Gas gegeben. Und das war EG gegen Ryzen. Genau. Was haben wir gleich? LG gegen irgendwas. Warten wir mal. Geht gleich los.
Los geht's! Die Lower Bracket Qualifiers. Die gucken wir uns jetzt an. Pro Games in Valorant. Und ich bin mal gespannt. Ich habe vorher nicht nachgeguckt, wer jetzt spielt. Aber wir gucken uns das erste Game an. BB Battle B, moin moin. Wir haben eben gerade Wings of Death durchgespielt, dieses uralte Ballerspiel, was ich letztes Mal gezockt habe. Aber endlich durch. Welcome back to Challengers. It's the final. So, jetzt haben wir hier nordamerikanische Qualifikationsrunden im Lower Bracket. Für diejenigen, die es nicht geschafft haben, die einmal rausgekickt wurden, kriegen jetzt noch eine Chance. Das sollten 3 Begegnungen sein. Die erste gucken wir uns an, weil irgendwann muss ich auch mal schlafen. Die beiden Caster, falls ihr die nicht kennt, wir fangen mal links an natürlich mit der Frau, das ist Mimi. Und auf der rechten Seite Tanner. Sehr gute Caster. Ich lasse es allerdings mal ein bisschen leiser. Kommentiere das selber ein bisschen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer spielt. Ich bin echt mal selber gespannt. Ein Game hatten wir uns angeguckt, das war EG gegen Ryzen. Das war richtig cool. Hatte ich auch einen Clip ins Discord gestellt. Könnt ihr euch die Begegnung nochmal angucken hier auf YouTube. Genau, das Ding habe ich reingestellt. Genau den Clip. Das war richtig gut. Da hat Bustio richtig einmal alles zerfetzt. Queues up the flashpoint, tosses that one out, but a nice grab well as Mana gets sit down. Here we go, aftershock available. Oh. Ja, da haben sie sich in eine Linie reingestellt, in den Spray. Yikes! Double Kill mit Nob hatte übrigens Tobi auch hin. Also es sind so alles Plays, die ihr auch bei uns seht. Nichts Besonderes, machen wir jeden Tag. Hoho. Nice. Oh, the flash is perfect. The showstopper connects, but still, we stay even. That gives in. Foo-foo! Down. Party's over. One enemy remaining. Spike down A. Das war ein gutes Highlight. Ein kleines Highlight-Rückblick. Ja, wie gesagt, erste Match gucken wir uns an. Ich bin mal gespannt. LG gegen KCP. Okay. Warum auch nicht? For the teams who still have a shot to join them, well, here on the main stream it's going to be Luminosity versus the KC Pioneers brawling it out. Then the winner of that match has, I don't know if it's really a treat, but they have the opportunity to go face Rise for that qualification spot. Rise hatten wir uns gestern angeguckt, oder beziehungsweise es lief gestern, wir haben uns das heute mal angeguckt und die Wiederholung gesehen. Und die haben echt gut gespielt, ne? Also ich war überrascht, dass sie verloren haben. Und Acro war auch richtig gut. Luminosity habe ich gar nicht verfolgt. Shout outs to those two teams that are going to be playing on that observer only feed. Yeah, well, it's going to be interesting. Well, let's talk about the match that we have queued up on this stream. It's the KC Pioneers versus Luminosity. And we got a little peek at Luminosity yesterday, looking really, really good. Unfortunately for them, they weren't able to take things over. Vielleicht zeigen sie uns ja noch mal ein paar Plays von Luminosity. Aber wie gesagt, ich habe kein Game bisher von denen gesehen. Könnte interessant werden. He is just fragging with the rest of them. Mata switches on to a more flexible role and is now filling into that position, and it looks really good. And let's review that roster as a whole, because besides those two players, it's still that core. Tig,
Dazzle, and Moose that have been with Luminosity for a while, but it feels like these couple new players have injected something special into the squad, whereas on the other side, Tanner, KCP, it is practically a complete rebuild since last stage. We only have one player in JMO left alive. Yeah, and so with this roster, they've put some time in. They've had a little bit of time to brew. Bis es startet, dauert das leider immer noch. Die machen viel Blabla. Es sind halt typische Amerikaner. Das ist allerdings in jeder Region so. Ist halt das Format von Riot Games. Von den Turnieren. From team to team to team. Now finding themselves on KCP, they're starting to put up really strong showings. They make a deep run in this one, and they're doing it in pretty phenomenal fashion. And I love that some of their compositions, although we're not going to see, one that stood out to me was the Ascent composition, right? Sure. We don't see it today, but it's JMO on the Sage, it's Thief on the Reyna, right there. They're not necessarily, I don't want to say conforming, because the meta is important. The meta is the meta for the reason, but they're allowing players like Thief to kind of play that Reyna, let him off the leash, and just go do Thief things. Yeah, it's really exciting, and I think that it's something that KCP needed in this complete rebuild, and picking out JMO as the player to keep around is good, because he's a jet player, but he's also flexible. He has that star power, he has that fragging potential, and then you also, crucially, you're sticking around with Fraud, who is a really experienced coach. That got brought in pretty early, right when this roster was signed for KCP. He's been around in Valorant, he's been around in the FPS scene for ages, and brings a lot to that team. But for this series, let's take a look at where we're going to be headed in way of the maps. And Tanner, this is something that we were really going back and forth on, because both these teams, they have a really deep map pool. So, dann gucken wir mal, was wir gleich sehen werden. Also, Pioneers, das ist KCP, glaube ich, abgekürzt. Die Mannschaft hat sich gewünscht, Split wird auch als erstes kommen. Dafür kann Luminosity entscheiden, ob sie Angriff oder Verteidigung spielen wollen. Da spielen sie dann Verteidigung. Zweite Map wird ja auf jeden Fall kommen, weil das ja ein Best of 3 ist dann Icebox. Hat Luminosity sich gewünscht, Pioneers defenden. Und wenn das dann bis zu einer dritten Map geht, Bind. Das wird dann wiederum bestimmt von dem Turnierveranstalter. Und wie das bestimmt wird, wer da angreift oder verteidigt, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall verteidigt Pioneers. Die haben auch Map-Bans, also jeder hat eine Map gebannt. Konnte man eben sehen unten links. Also die Map, die einem nicht gefällt, wird dann ausgenommen. Es ist noch im Gespräch, ob wir jetzt im Turniermodus einen Agent-Ban kriegen. Also einer, der rausgebannt wird. Was auf jeden Fall kommen wird, ist im Ranked für uns 0815 Gamer ein Agent Select Order. Das bedeutet, die ganze Geschichte wird dann einmal so gemacht. 5 Leute sind ja pro Team. Jeder kann einmal, wenn er connected, kriegt er also eine Nummer zugewiesen. 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist dann die Pick Order. Die wird per Zufall bestimmt und dann wählt der Erste aus, dann wählt der Erste aus der gegnerischen Mannschaft, dann wählen die nächsten 2 aus einer Mannschaft, die nächsten 2 aus der anderen Mannschaft und so weiter. Das ist eine ziemlich interessante Sache, weil es gibt ja viele, die, wenn sie rein connecten, ein bisschen schneller connecten als die anderen, die dann Instant Jet oder Instant Reyna picken. Das ist dann nicht mehr möglich, weil dann bist du per Zufall eventuell auf dem ersten oder auf dem letzten Pickplatz. Bin echt mal gespannt, wann das kommt, aber das ist auf jeden Fall geplant. Und Agent Ban, weiß ich nicht, ob das im Ranked auch kommen wird, aber ist im Gespräch auf jeden Fall für Ranked und für diesen Turniermodus. Wir haben ja bald genug Agents hier in dem Spiel. So, wenn der Countdown abgelaufen ist, geht's los. Erstmal mit dem Gepicke der Agents.
Das ist noch die alte Variante. Jeder kann instant einloggen, aber die Pro-Teams, die sprechen sich ab. Wer was spielt, jeder hat seinen festen Platz. Und dann wird noch ein bisschen Blabla gemacht, wie immer. Und dann geht's erst los. Guck mal. For Kansas City Pioneers versus Luminosity Gaming is split is queued up as our first map here, Tanner. And before the break, we prefaced some of the agent compositions we were expecting into this one. But as we start to get ready for Agent Select, what are we looking to find out of this match? Yeah, so again, a couple of strong maps for these two teams. We've seen throughout the weekend some teams kind of rock with just the Astra. This Split is obviously a map where we get a lot of the Astra Viper. It looks like Split ist ja die erste Map. Die beraten sich gerade, was gepickt wird. Ja, eine Sage könnte gepickt werden. Ist allerdings eher so oldschool. Haben wir aber auf der Seite von KCP, also von den Pioneers. Luminosity ist im Jahre 2022 schon angekommen. Wir haben keine Sage drin, sondern eine Guy. Allerdings sehe ich gerade auch, wir haben auf der Seite von den Pioneers gar keine Jet. Dafür haben wir dort einen Breach. Mag ich nicht so. Ich mag die Sky auch nicht. Ich fand das ganz gut bei den letzten Games, die wir gesehen haben im Upper Bracket. Anstatt der Sky ein KO. Der hat nämlich die Möglichkeit, die Agents zu disablen, also die Fähigkeiten, zu flashen und auch noch einen Molly zu schmeißen und kann auch noch auf Side raufrennen mit seiner Ult, mit dem Null-Command, ohne sich drüber Sorgen zu machen, dass er halt alleine dort stirbt. Na, gucken wir mal. Wir haben weder ein KO und auf der anderen Seite haben wir noch nicht mal eine Jet. Bin ja mal gespannt, wie das abgeht. Hier ist der Jiggle Peak. Das ist das, was ihr bei uns auch ab und zu mal seht. Wir spielen nicht so sweaty, aber wollen wir mal machen. Wenn es wirklich gute Aimer sind, dann muss man das machen. Und anstatt dass sie einfach durchrennen, machen sie das Ganze natürlich taktisch. Wir sind hier ja nicht in der Holzklasse. Da kann man hier einfach durchrennen, weil dann stirbt man. Jetzt geht die Wall raus, das ist die Stärke natürlich der Sage. Oh, jetzt haben wir einen Heal auf der Sage selber. Aber ja, die kommen ganz gut durch. Sind nur noch 2 am Leben. Und Luminosity. Jetzt müssen sie noch auf Side kommen. Da kommt das Slowfield Richtung Spawn. Einer ist noch in Side. Jetzt haben sie die Side komplett besetzt. Ja, keine Chance mit 2 Leuten dort nochmal einen Retake zu machen. Haben sie gut gespielt. War noch ein bisschen lauter. It feels like once that mid-fight is win, or excuse me, once it's won, you just win the round. In a lot of these situations, especially ja, Pioneers 1:0 gegenüber Luminosity. Oh, guck mal, wir sehen auch eine Judge auf einer Race. Das ist böse, ne? Vor allen Dingen gegen eine Mannschaft, die eben gerade verloren hat, die eine Echo schiebt. Da kann er einmal Double Satchel durchschroten. The round is very tough to come back on into still. Not a tough round. It's not getting any easier for Luminosity, as they will just be down onto the safe. B-Dog, though, in close with the shorty. Maybe he can at least get to 1, get something cheeky going here, as it will be slowly cracked up. Judge in the hands here for Thief, and that's a bit better. Shotgun trying to force B-Dog forward. Ja, Shorty macht gut Damage, hat da aber keine Chance gegenüber einer Judge. Die haben aber ganz guten Damage rausgehauen, muss ich echt mal sagen. Da kommt der Blind raus und da wird natürlich alles runtergesprayt.
Oh, nice. Mit der Frenzy nochmal eingekriegt. Und jetzt mit Dazzle, also mit der Sky, nochmal einkriegt. Ja, okay, wir wissen jetzt, wo er sitzt. Das ist natürlich doof. Da kommt er dann nicht weit, ne? Also, I'm gonna put your head on my wall for that as well. So the anti-eco, the way of KCP, and I want to note back to that talking about mid control and winning that fight out towards mid for KCP, and kind of once you win that fight, it feels like the round is won as well. It's also so much more imperative to win that fight because of the utility that you talked about, right? After using das ist natürlich schwierig. Jetzt haben sie allerdings mit Spectres und 2 Rivals versuchen sie dann gegen 5 Rivals jetzt anzukommen. Das ist dann Bonusrunde, wie man so schön sagt. Normalerweise stellt man sich dann mit den Spectres... Oh, die haben sogar noch eine... Ne, waren wir doch... Ja, die haben 2 Spectres. Mit den Spectres close irgendwo hin. Oh, macht er aber gut. Das macht er richtig gut mit der Viper. Da sollten sie jetzt nicht noch mit versuchen, mit Gewalt draufzugehen. Einen haben sie schon verloren. Ist nur eine Spectre, aber ist immerhin etwas, was sie verloren haben. Oh, jetzt haben wir hier den Strategiemodus. Der Astra, die packt ihre Stars auf Side. Kann sie dort auch zünden in dem Modus. Kann sie aber auch aus der First-Person-Perspektive. Der Boombot hat in der Mitte was erspäht. Das ist schon mal sehr gute Info. Trotzdem versuchen sie nach oben zu gehen, das wird nicht gut enden. Ja, genau deswegen nochmal ein paar Satchels nach oben reinschmeißen, damit nochmal Bonus-Damage rausgeht, bevor man stirbt, genau richtig. Jetzt kommt der Flash, allerdings war das abgesmoked. Ja, okay, so wird das auch nichts. Oh doch, kriegt er noch. Sind nur noch 2 am Leben jetzt von Pioneers, nur noch einer. Einer gegen 3 wird nichts. Guter Stun. Damit hat er einen weg. Und die stellen sich natürlich gegenüber auf, so wie sich das gehört. Entweder von vorne oder von hinten wird er abgeknallt. Genau richtig. Haben sie gut gemacht. Trotzdem nochmal einen verloren, das ist ärgerlich. Deswegen heißt es auch Bonusrunde, weil wenn man die Runde auch noch durchkriegt, dann hat man das alles richtig gemacht. Moose hat da schon ganz gute Vorarbeit geleistet, zusammen mit seiner Race. Das ist natürlich der Vorteil gegenüber einer Spectre, da kann man einmal durchballern mit einer Phantom. Die Spectre macht ja kaum Schaden durchs Holz. Aber jetzt versuchen sie es A. Mindestens mit 2 Leuten. Wird ausgespäht. Von dem Hündchen von der Sky. Und dann wird einmal Viper Pit ausgelegt. Oh. Mit einer Frenzy hat er den noch gekriegt. Ja, er weiß halt nicht, dass er schon auf Seite ist. Wie auch, ist ja alles dicht gesmoked. Ne? Sind nur noch 3 am Leben von Luminosity. Gucken, ob er den noch kriegt. Nee. Doch, kriegt er noch. Nobi mit der Judge. Das Hard Griefing. Sehen wir auch gleich warum. Das war mal gut in der Beta, ne? Jetzt hat er eine Phantom. Kann er schaffen. Gegen 2 Leute. Jetzt kommt Viper Pit raus. Jetzt wird es eher unwahrscheinlich. Gucken, ob er da committet mit der Jet. That's so tough. Pit for pit on the round. Es ist die 4. Runde und zweimal sehen wir Viper Pits. Na? Macht er gut. Jetzt wird's risky, je länger er drinnen steht, umso weniger AP hat er. Oh! Wie hat er den denn gefunden? Ja, okay. Ja, dass er sich selber aufbläht. So recht geteabagt.
Yeah, and you see the flashy moments sometimes with the pit, but really its strength Wird er den is denn da in im Viper denying Pit gesehen? information, and its strength is in Das buying war ja time. sehr You saw it komisch. there. The healthier player, the player arguably in a better position to win the round, just loses it off of the time because the KCP players just play ring around the rosy, just buy as much as possible. And while that Viper dies in towards the late round, the information game is still heavily in favor of Luminosity. It only takes, or excuse me, in favor of KCP, and it only takes one quick swing to shut things on down. Now, reset point found here for Luminosity. Für eine Still Nade. trying to fight for mid. Ist nicht viel Damage, aber hätten die da an der Stelle committed und wollten rausrennen, dann wären die schon alle halb AP. Und jetzt haben wir B-Dog mit einer Shotty, 3 Frenzies und eine Classic auf Nether just disrespecting mit der Viper Race. ult or Viper utility, and as that ult's coming down, hitting that double blast pack and really going hard and getting in somebody's face. Oh, You da geht die see Race the down. damage that it gets done, or the damage that it Ja, die does. müssen da nur Even if that pit durchsprayen, is still up, they still theoretisch. have that paranoia. Jetzt wissen sie auch, dass sie Eventually, offside Why Moose sind. ended up dying in that pit, falling for the rest of KCP to hop onto that Ah, die side. So, committen nicht. aggression, Ist auch genau richtig. Wenn man gegen so eine Eco antritt und einfach reinrennt, schmeißt man einfach nur sein Geld weg. Lieber aus der Distanz noch ein paar Pickoffs kriegen, anstatt in eine Shorty Frenzy Armee reinzurennen. Das ist halt, sieht nie gut aus. Da verliert man zu viele Leute. Auch wenn sie die Runde trotzdem noch gewinnen sollten, ist es dann sehr, sehr viel Eco-Schaden, also an dem Geldpool der Mannschaft. KCP, they've put their money on the correct proverbial horse, as the A site is completely free. Oh, die Site wird einmal gut geklärt. Die haben ja halt hart committed mit ihren 3 restlichen Leuten auf B. Und ein Retake ist eher unwahrscheinlich mit 2 Frenzies und einer Shorty. Allerdings müssen sie es versuchen, weil sonst, wenn sie am Leben bleiben, safen sie Waffen, die sie eh nicht brauchen. Haben dann weniger Geld nächste Runde. If you use it right, it is pretty darn good. It single-handedly wins rounds, so please don't buffer. If anything, take away. Trotzdem muss man ja nicht blind reinrennen, das machen die genau richtig. Zack, da geht der erste down. Well, he was holding for that. Not ready on the angle. Where's this shorty for B-Dog? Down below, I don't think anyone's gonna exit here. This should be. Oh, der will einen Exit-Kill machen mit einer Shorty. In Heaven. Macht gar keinen Sinn irgendwie. We'll just fall on Macht echt keinen Sinn. the spike, and well. No. Schwierig, der andere ist auch nochmal in den Spike reingerannt, genau richtig, man muss sterben in einer Eco-Runde. Dann kriegt man nächste Runde mehr Geld. Nicht vergessen. Oh, jetzt haben wir hier endlich mal eine vernünftige Waffe auf der Jet. B-Dog holt sich noch Operator. Trotzdem steht es 4:1 für KCP. Die Pioneers führen gegenüber Luminosity. But speaking of at their disposal, it's LG now with weapons online, but most importantly, an operator here for B-Dog. He's going to be the only player proper on that B site. And unfortunately, there's nobody from the Die hart committen nach A, das finde ich nicht gut. Vielleicht 2 Ults raus und trotzdem hat die Race noch eingekriegt. Das wird nicht gut ausgehen. Oh. Aber die gewinnen ihre Aim-Duelle. Das ist natürlich dann, auch wenn man eine schlechte Strategie hat, immer noch was wert. Einer ist unter Heaven, aber Low HP, deswegen zeigt er sich auch nicht, macht er genau richtig. Einer ist auch Low HP, versteckt sich ganz tief in der Ecke on-site. Guter Trade. So, und jetzt ist nur noch einer mit Low HP über. Und er weiß auch noch, wo er ist, dadurch, dass er wild rumfeuert. Genau so muss man das auch machen. Zumindest als Verteidiger, der das diffusen sollte und noch die Op gesaved. Ja, die Sage war zu ungeduldig, ne? Die hätte dann hier laufen, die hätte einmal kurz um die Ecke gucken müssen und gleich sich wieder zurückziehen, den Heal durchlaufen lassen und den immer wieder versuchen abzulenken vom Spike. Und nicht einfach weit rausswingen und committen. Das war nämlich schon zu weit. Sieht man hier, ne?
Mike Ah ja, there gut, from das sind die Mike is so kleinen good Misplays. on the race So good. movement to get behind Yeah. Dadurch the kriegt Luminosity jetzt noch eine weitere Runde. for him to stay alive, but still, that clutch potential, whew, it is hitting. With that op now in hand, B-Dog will post himself towards B-Main. He's actually playing a deeper line. This guy is actually second contact here and can flash. Zwei Viper ist natürlich That richtig alt hart, ne? shot goes Man through, sieht or nichts can just mehr. look to hold Jeder for the break. ballert It's a pretty potent wild setup in to break. irgendwelche It's not being Smokes und tested. Only Wände Stunny rein. looking to hold for space in that direction. As you see, Das Dazzle's sieht ein actually backed bisschen up. Burner merkwürdig kills aus, in was second Dazzle hand. da macht. Scope spots one out. Sieht aus, wie als würde er irgendwie so einen russischen Tanz veranstalten. Da müssen sie nochmal an den Animationen arbeiten. Für eine Gegenflash. Das ist natürlich sehr unlucky. Jetzt musste da langsam mal weg. Ja, er will nicht weg. Also wenn er nicht weg will, ist er einfach tot. Und da ist hier Op-Down. Einer der Vorteile von Jet, dass man safe irgendwo rauskommt, ungenutzt. It's left Moose all by his lonesome over out towards A, and Mata has a big job to get done here in mid. Deswegen sind wir auch die im Lower Bracket, weil die nicht ganz so gut sind wie die anderen. Oh. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, den muss er ja noch kriegen. Da geht der nächste down. Sieht ganz gut aus für Pioneers. Und da ist der Abschluss daneben. Und wieder daneben. Ja, der ist kein Opfer, ne? Das merkt man auch. And now the opportunity might have just lapsed them by. Moose still fighting. Able to find one, but Mata is seen now. Ja, gut, er später im Window, der andere kommt zur Hilfe, das ist ganz gut gemacht. Moose ist komplett alleine gegen 4, das wird natürlich next Exit-Track. Das Einzige, was er versuchen kann. Oder die Waffe saven. Er saved die Waffe. If KCP will let him, thief. Trying to steal this Ja, den away. kriegt er nicht mehr. Fortunately, Moose has already created some distance between him and the 4 remaining. Ja, eine weitere Runde für die Pioneers. And that's tough. B-Dog dropping the operator. Ja, B-Dog musste langsam mal kommen, ne? Also da, ich sehe bei der Jet von den Luminosity-Jungs nicht wirklich was. Er kann seine Shots gerne missen, aber er hat halt eine Möglichkeit mit der Jet zu dashen. Sehen wir hier wahrscheinlich. Ja, guck mal. Er wird da reingesogen von der Astra. Versucht noch den Schuss, obwohl so viele Utilities auf ihn gerichtet sind hinter dem Holzschild. Das war der Auslöser, dass sie die Runde überhaupt verloren haben. Einfach rausdashen, obsaven, auf die Teamkameraden und die Utilities warten. Das wird er sicherlich jetzt auch zu hören kriegen von seinen Teamkameraden. Nämlich einen kleinen Timeout. Okay, they do have blades. We like that. We like that. So it will be a little potent in the defense, but a lot of weight again on B-Dog's shoulders. Yeah, it always feels like the weight has to be shifted over towards him or towards Mata. When you have a double duelist comp like this, on the defense, so much of your power comes in the retake, comes in aggression. And thus far, we haven't really seen that find success for the side of Luminosity Gaming. And das ist ein guter Punkt. Wir haben 2 Duelists. Hatten wir letztes Mal schon das Thema, 2 Duelists sind mittlerweile nicht mehr wirklich gut. Und hier sieht man auch das Ergebnis davon. Kann funktionieren, wenn man gute, aggressive Plays macht. Aber auf der Seite von den Pioneers, die machen das genau richtig. Die machen einen Duelist und 4-mal Utility. Aber jetzt mal, weil das sind ja nicht nur Sentinels. Die Komposition passt auf jeden Fall um einiges besser. Schöne Nade. And a good bit of damage traded. We did healed up courtesy of JMO, so really no harm, no foul there. I can't expect the classics to do too much now, but it's an armorless Viper for the attack, so somebody that maybe Moose can find nice and early. And the blades are still online. B-Dog rotating with Mod over towards the B site. Spread the defenses just a bit. Well, they're actually leaving Dazzle all by his lonesome. They're saying, hey, Sky, you've got this over on the A site. We think they're looking to head elsewhere, and
was the right call for a moment. Some noise out towards mid, but KCP gonna cut said noise and head back towards that A site that they were primed to hit at the start of this round. And Dazzled has nothing to stall. His bird's already used, his dog gone too. If he gets one, that's honestly a miracle. And it doesn't So, jetzt müssen sie sich langsam mal beeilen. Die haben genug rumgeeiert. Die haben A-Site jetzt eingenommen, aber gerne sind schon vor Ort. If they don't get a kill early in this one, you might want to try and keep that rifle on through. No, there's money to support it. The loss bonus is picked on up. Why not commit this? Get something done. Stunning with the first one to face. Schöner Spray. Sehr gut gemacht. Your only win condition really pushing through a Ja, da sieht man das ganz gut, ne? 2 Duelists. Keine gute Idee. Critical close out the round. KCP Vor allen Dingen auf solchen engen Maps, wo viele enge Stellen sind, keine großen Flächen. Da ist es sogar noch schlimmer, weil dann hast du alle möglichen Utilities auf den Nicht-Duelists, sag ich jetzt mal, um alle Ecken zu clearen, zu flashen, zu smoken, zu stunnen, alles mögliche. Yeah, when this composition was played in some of the earlier series, B-Dog really felt like the win condition for Luminosity. It really felt like when B-Dog steps up, they win this map. When B-Dog is struggling, they tend not to. And it feels as though that correlation is continuing, because right now the scoreline is looking rather grim, and B-Dog has had a slow start. We know how good he can be, and he's enabled in the right situations with the flash. It's so good. It doesn't connect on anyone, but forces away, forces that re-peek. A player establishes on the line and has the excellent crosshair placement. There was at least one trade back, B-Dog. He spots Critical's head, I think, just barely. Ja, die haben schon wieder 2 verloren, die Pioneers. Ganz guter Kill auf die Race, aber gucken wir mal, ob sie das noch irgendwie hinkriegen. Die haben jetzt natürlich den Vorteil, die haben alles, was sie brauchen. Die haben eine Sage für ein bisschen Sustain und eine Reds. Damit haben sie wieder das ausgeglichen. Es ist halt eine super Kombi mit der Sage. Ich finde das nicht ganz so gut. Aber ist natürlich je nach Team auch. Wenn sie viele Fehler machen, ist eine Sage natürlich sehr nice. Und gleich die Skyroll, da ist sie. Die kleinen Salatköpfe fliegen durch die Gegend. Was ja mehr so Artischocken, ne? Committen hart auf B. Sind aber noch nicht drauf. Oh, nice. Macht er gut. Da kommt er endlich mal mit der Jet. Schafft er nicht mehr, ne? Die picken jetzt mit 4 Leuten ihn einmal. Die lassen sich zu viel Zeit mit den Planten. 4 players of LG on the other side. Okay. Fortunately makes it out of there with that rifle. The economy is still okay for KCP, but LG doing a really good job. And ich glaube, die sind ein bisschen zu ängstlich. Müssen wir gar nicht, die führen 6-3. A pick out towards mid and then planting his feet and just duking it out on the side, trying to go out on his shield. Moose was the catalyst, but B-Dog was the reactant. He was the one to get going off that initial action that Moose had given. The re-push on through, the aggression, this is what we expect from this guy, and it looks good. I thought things were going to fall apart there for Luminosity early, because KCP had that nice flash setup. Flash forward, established on the line. If someone re-peeks, they're a dead man, and that's exactly what happened to Mata, but trades were there, so LG, still in a situation to rebound. Mata's heard the jump peaks, and he knows that Da siehst du, jetzt kommt die Jet auch endlich mal in Fahrt. Wurde auch Zeit. Ich mag die Wall nicht. Das kann man anders lösen. Die Wall kann später noch viel, viel nützlicher sein. Jetzt haben sie sich nämlich selber den Weg versperrt Richtung A. Die Jungs wissen das, sind auch mit 3 schon auf B zugange. Einer rotiert von A nach B. Die einzige Möglichkeit ist jetzt wieder über den Spawn zurück zu rotieren. Das ist halt genau der Grund, warum sie bisher so viele Runden abgegeben haben, obwohl sie führen. Zuletzt zumindest. Die Wall kommt viel zu früh in die Mitte. Und dann müssen sie halt committen oder den langen Weg gehen. Ja genau, und das kommt dabei raus. Das muss auch mal sein lassen mit der Sage.
as Critical will find the next. So kann man es natürlich auch lösen. Is opened up. The Viper's pick Einfach mit goes Gewalt down, rein front und dann die line. Ult zünden. And find Von der Viper. the stun on Dazzle, excuse me, but Tig unaffected for now, and they're just fishing inside the pit. But I don't know. Schön gemacht von They're gonna Critical. find the Viper. I don't think Critical wants to allow them to find the Viper with 48 health. He will drop down and work his way through this pit. No 1v2, 1 HP. Spots Oh the ja, Viper, but also es ist Critical natürlich im want to Viper-Pit take down einmal rein a zu weeded, pushen, ist natürlich hart. does it again. Muss man He entweder does schnell weeded phase, machen he finds a wonky double kill, oder gar turns it nicht. into a triple, and KCP finds 7. Haben sie ja doch noch gelöst bekommen. 5 gegen 3 haben sie trotzdem noch geplantet und die Runde geholt. I mean, we Nicht schlecht. connected this guy with Viper. Echtzeit was one of the first teams to play it way back on this particular map, and he's still committed to the role, and he still looks really good on it. And honestly, the setup onto that site was excellent. Couple flashes on in, some big kills to be found by Crit, and then Weeded in getting a frag and getting that pick down, or excuse me, getting a frag and getting the plant down, garners himself a pit, and that's basically an assured round at that point. Oh, was macht Luminosity denn da? Back to the aggression. This could get so risky. There's someone just on the other side. It's all falling apart. What How is the someone hell? still Und das alive in all funktioniert this? noch. Dazzle had a moment where he lived, but Weeded cuts it Was? down. The aggression, a whopping failure. Is KCP now have a Ja, das cypher? war komisch. Double man Ich weiß nicht, warum sie da advantage, unbedingt so and aggressiv reinpushen wollen, aber gut. Back towards the screens in main as well. All the space on this map is under ownership of the Pioneers. J-Mo's dead. Oh, he's a dead man. Swings forward. They don't expect Stoney. You never expect the second one. That's the first. The discipline was there to line up the second. He knows about Mata. What but it the? doesn't even matter. He doesn't even need to find Durch the die frag. Smoke. Straight out the break. Nice. And we Ja, das war, ich weiß nicht, warum die das. Also die haben natürlich 2 Duelists und die wollen sie natürlich auch aufs Feld bringen, ist ja ganz klar. Mit einer Sky, die kann auch aggressiv spielen. Die kann auch Semi-Duelist spielen, aber das nur mit 2 Leuten da reinpushen, das war wirklich keine gute Idee. Und 8:3 für Pioneers. It's not great. These weapons do a bit better. I guess I should say on split your judges. We saw some stinger plays yesterday. Mata maybe looking to do some crazy race things with that one, but it just does not feel good. Fortunately, B-Dog has the blades. They've been dulled. We'll see if coming into the last round, he's taking some time to sharpen those kunai. Hopefully take down some of these members on the attack, but it has been all steam or full steam ahead here for KCP. And once they get on the site, they just do such a damn good job of holding it. Set up towards B. ASRock committed. Stun goes off of that. Moves. Oh, da geht die Wall raus von der Astra. Gucken wir mal, ob sie darauf kommen. Wir haben natürlich auf der Seite von Luminosity nur Judges, Spectres und Stingers. Bei B-Dog mit der Jet die Knives ready hat. Oh, da trifft der Doggy noch. Wird er gedoggy-stylt. Re-clear through mid and make your call off that. Still plenty of time on the clock for the Pioneers. Die lassen sich wieder zu viel Zeit, meiner Meinung nach. Oh, jetzt raus da. Wird Zeit. Ja, ist Zeit, echt. Haben die 2 geholt. Haben aber selber nur noch 2 am Leben. Gucken wir mal. Zeit gehört auf jeden Fall Pioneers. Oh, schöne Flash, schöner Kill. 2 gegen 2, winnable für die. Wieder eine schöne Flash, jetzt wissen die, dass er gedroppt ist. Jetzt müssen sie einfach nur noch reinholzen. Da geht der erste down, da geht der zweite down. Easy. Easy. 9:3 und ich denke mal, zweite Hälfte wird sich nicht anders verhalten, auch wenn sie 2 Duelists haben. Und jetzt angreifen. Gucken wir mal. Ich denke mal, aber das wird ziemlich einfach werden für Pioneers. Ja, kurz Pause, gleich geht's weiter.
Well, the Pioneers are Ja, gucken wir mal. Zweite Hälfte, die erste hat Pioneers auf jeden Fall gewonnen mit 9:3. Jetzt greift Luminosity an. Die haben 2 Duelists. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ein bisschen schwächer die Komposition, aber kann natürlich funktionieren. Gucken wir mal. Maybe take things back on their opponent's map choice as the setup for KCP will leave a solo breach on the B site, some master util to play off of. Ein sehr aggressives Line-Up, was sie da gepickt haben. Good info to start. Obviously, not much to follow off of that. You got this toxic screen to be able to lurk deep into this B site without actually getting on. Unfortunately, Critical will be able to spot this one out and well, schöner Stun. Macht er richtig gut, der Critical. Die Race hilft ihm da nochmal. Jetzt sollte er aber mit seinen 5 HP da nicht mehr reinpieken. Er wird nochmal geheilt. And they tuck tail and look to hit elsewhere. Tig, the only member thus far who hasn't received damage. Da sehen wir wieder diese Jiggle Jump Peaks. Und wir sehen, Dazzle und B-Dog sind Low HP. Allerdings wird B-Dog, also auf der Jet, nicht hochgehalten von der Sky. Ich habe noch nicht ganz gesehen, woran das liegt. Oh ja, da hat er ihn eiskalt erwischt. Macht er richtig gut. Er hat kein Heal. Ja, das ist natürlich richtig unlucky. Erstmal die Sky durchreporten. Das ist das Wichtigste. Das Einzige, was man haben muss. In der Pistol Round braucht man einen Heal auf der Sky. Das rächt sich jetzt richtig. Und weg ist er. Just run down. So, although not at the top of the leaderboards in way of frags or maybe even assists, Critical has been huge for this KCP team. There have been ja, Critical macht das richtig gut, haben sie nicht unrecht. Also der Breach-Spieler auf der Seite von den Pioneers. Guckt euch das mal an. Zack, nimmt er den ersten gleich raus. Liegt weiterhin mit Low AP, das ist natürlich schwierig, aber er wollte natürlich seinen Stun nochmal richtig schön ausnutzen. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob er einen Heal hatte auf der Sky, aber ich glaube nicht. So konnten sie halt natürlich mit in Unterzahl nicht mehr wirklich aufs Side kommen. Oh, das wird richtig übel ausgehen. Oh, ein Massaker. Voll AP, voll Rüstung. Tief geht's richtig gut mit der Race und der Judge in der Hand. Well, guess what? Having that spike right at your feet as a defense is a pretty good feeling too. And this is the force fight too for Luminosity. This is a must-win round and it's all Und weg ist er, holt nochmal den nächsten. Hat ein bisschen gedauert, er hat zu hoch geendet. Oh, winnable. Hat nochmal ein paar geholt, das war ganz gut. Put the final nail in Luminosity to lose their best chance. That was the switching point. And the train just keeps chugging down the same old track. Now you just force out. That's all you can do. You can't save this round and concede it to 12 for KCP and hope to win 9 in a row with rifles. You got to start that comeback right here, right now. No ults to work with just yet, but Moose and Tig are pretty close. So should they be able to get onto a site, find an orb, find a spike plant. So, 3:11, die Pioneers führen. Gucken wir mal, jetzt haben sie ja wenigstens mal einen Half bei. As well. This time he's going aggressive on the other side of his utility to try and steal away some of the position. Also vom Kauf her relativ ausgeglichen auf beiden Seiten. Auf die Runde kommt es jetzt an, wenn sie die nämlich für 7 Masters. Und das wissen die. Oh, B-Dog ist schon wieder Low HP. Einer hält ihn. Warum? Und einfach die Sky. Find a couple Da of ist kills sie. and there it Jetzt is. hat The sie ihn naked body shot. hochgehalten. Mata falls. The regrowth wasn't enough to get him topped off as Tig hops onto the site. JC Stani is there to answer, and the judge is here once more for Thief. Noch schöner. It's only for one, but it doesn't matter. It's Moose once Ich glaube nicht, more. dass Moose da noch The irgendwas hinkriegt. 1v(x) situation
seemingly unwinnable as he's worried about too many angles, and it's the 3 zu 12 ist gleich vorbei, die KCP to 12. ganze Geschichte hier. It just has to be the Force by Wars. Round after round, they made the decision. So, und jetzt müssen sie wieder kaufen, ne, und haben wieder kein Geld. In der letzten Runde ist natürlich sehr hart belastend. And that can just be the end of you. The gamble was taken, and now it slipped away. At least the buy they mustered a little better. You got one rifle to work with. B-Dog is fairly close to his Blade Storm, but we've seen inconsistent results out of that ultimate ability. Pioneers. Ja, bei der nächsten Map müssen sie sich das mal überlegen, was sie da picken. Ich hoffe, die haben noch andere Sachen in der Hinterhand. Außer viele Duelists und versuchen so mit Gewalt reinzurennen. Hat er ja schon gesagt, also weder Luminosity noch KCP, also Pioneers, habe ich jeweils gesehen. Das finde ich ganz gut. Aber Luminosity ist wirklich noch im vorletzten Jahr von Valorant irgendwie stehen geblieben mit ihrer Teamkomposition. Oder sagen wir mal Anfang letzten Jahres. It's all 5 on this side of the map. It'll be a direct 5v2. KCP haven't moved their B defense just yet. JC Sonic das war ein bisschen zu spät mit der ASRock. Schöne Flank von Reed. Der zieht einmal das Magazin durch da. Hat er natürlich keine Chance da noch zu defenden auf der Seite. Schöner Showstopper. 3 gegen 3. Ist noch alles offen. Approach mit der Nade und dann nochmal mit der Judge hinterher. Und wieder mal Moose alleine gegen alle. Schön gemacht. Einer geht noch. Ja, oh. Oh. Nice, die Idee war gut. Aber der Pain Shell von der Race war gut geworfen. Pain Shell war schon der Set Shell. Ja, die Pioneers haben das richtig gut gespielt. Wir müssen mal gucken, ob sie auf der zweiten Map bei Luminosity ein bisschen hin und her switchen. Wir können uns das nochmal angucken. Ich fand das von Moose auch ganz gut gespielt. Aber ich bin nicht so überzeugt von der Jet, von B-Dog und von der Sky auf der Seite von Luminosity. Das war sehr shaky. Wen ich richtig gut fand, war Critical auf dem Breach. Guckt euch das mal an. Hat er richtig gut gespielt. Was ich wirklich überhaupt nicht sehen will, ist eine Sky in der Pistol Round ohne Heal. Honestly unmatched. This right here was KCP playing at their absolute best. When you look at back at these replays. Oh, schöne Satchel. Hat er keine Chance. Wird nochmal rausgedrückt aus seiner eigenen Ult. Haben die richtig gut gespielt, die Pioneers. 13 zu 3 ist schon mal eine Hausnummer. Zweite Map, wie gesagt, ich hoffe, die switchen das bei Luminosity, dass wir da mal weniger Duelists sehen und ein bisschen mehr Taktik. Würde ich mir wünschen, dann kriegen wir vielleicht noch eine dritte Map. In the first map of a series is always good, and even the lower performers on the team were still definitely stepping up. I like the way JMO was playing this Sage. Couple critical reses to help switch some rounds on through. Overall, domination from the side of KCP. But hey, it's a best out of 3 for a reason. We'll have to see if Luminosity Gaming still has a fight left in him after the break. Da kommt die Pause wieder. Da gucken wir mal. Gleich geht's weiter. Auf der zweiten Map. Ich glaube, das war Icebox. Werden wir gleich sehen.
fashion. But before we chat more about that, we have to thank one of So, our zweite Map. sponsors, Weiter geht's. VCT in Zowie. Zowie is one Ich of bin mal the gespannt. sponsor partners of the VCT NA 2022 Wie gesagt, season. Luminosity, da waren ja einige ganz gute Ideen dabei. Equipment by providing gaming monitors suited to the best performance Bis auf possible. The die Zowie zwei XL Duelists. 2546K that you're seeing on your screen now is a gaming monitor with 240 hertz refresh rate, and it has been the product choice for Valorant's top tier players globally. And as well, it is the only gaming monitor trusted by more than half of the world's premier FPS tournament organizers. To learn more about Zowie and the XL 2546K gaming Ja, holt monitor, euch diesen Monitor, dann check trefft ihr ja out auch jeden Headshot. Jeden Headshot. But, I mean, definitely seems like one of these teams was using those Zowie monitors because that first map, it was stomped, Tanner. It looked like one of these teams was using monitors, and the other team was not using monitors. Unfortunate. It's not the LG that we saw yesterday, so I'm really hoping that's just them waking up, right? Even Das eine Team hat Monitore benutzt, das andere nicht. I'm a little groggy, and I got my Red Bull, I'm drinking my water, the pH balance is high. Now I'm feeling good, right? One map in, we're A-okay. I'm hoping LG are feeling the same way, especially because we're headed to their map pick. Yeah, well, let's talk about the maps, and that was, of course, like you say, the choice of the Pioneers. Now, map number 2, we're queued up in the direction of Ja, genau, Icebox kam. of Luminosity Gaming, and Tanner, Gucken wir mal, ob Luminosity da wenigstens weiß, was man da packen soll. as I can remember, has been really, really good for LG. I mean, recently they beat out teams like the Guard, just a narrow loss, or excuse me, a narrow loss to the Guard, but they beat out TSM, they beat out Virtuoso. It's been one of their most played maps, one of their most consistent maps, but the thing is, it's not uncomfortable whatsoever for the Pioneers. No, yeah, that was the kind of our storyline, us breaking down these two teams was, man, these map pools are good for both of these teams. Outside of Ascent, we don't really know too much about Fracture, and then Split and Bind were our other toss-ups, and with the auto ban of Ascent and Fracture actually taken away, we see that there is a little bit of a weakness in what LG brings to the split table. KCP obviously proficient there. Now on Icebox, though, it looks pretty darn good for both teams. This is also a map where we get a little bit of a change, right? JC Stani now on the stage. JMO able to bust out the Jet a little bit, but Thief is the player to watch in this one. It's the Icebox Reyna, and he just went huge on the split raise. I'm expecting another big game. Somebody on LG has to step up to shut this Reyna down. Yeah, I mean, it has been a really impressive showing from Thief, and I think this is his most comfortable role from what I've seen of him across whatever team he's playing with. On the other side, though, Mata gets to rock with the Reyna of his own, and I think most interesting to note is the Chamber is being brought out. I'm so thankful that we're starting to get more Na, jetzt sehen wir ja mal was Altes und was Neues. Ganz früher haben die Teams öfter mal Reyna gespielt, das haben sie beide im Programm. Viper, Sova und Jet ist ja schon fast Standard. Aber auf der Seite von Luminosity sehen wir auch noch mal einen Chamber. Da bin ich echt mal gespannt. Chamber ist, ja, ich finde, zu wenig gepickt dafür, dass er so stark ist. Wahrscheinlich liegt das ein bisschen daran, dass die Teams sich erstmal an den Chamber gewöhnen müssen. Okay. Ich meine, dass er den nicht kriegt, ist okay. Dass er den zweiten Schuss versucht mit einer gekauften Sheriff mit den Bullets nochmal durch die Wand kriegen, das war nicht so schön. Das bedeutet, er hat auch keine Traps, keine Fallen. For the first time in what feels like a long time. Weiß nicht, ob ich das so gut finde. A player advantage. Is B-Dog still holding his ground alongside Dazzle. Na, gucken wir mal, die versuchen auf jeden Fall auf B raufzukommen. Und jetzt sehen wir gleich wahrscheinlich, ja, jetzt sehen wir nämlich, warum es keine gute Idee ist, als Attacker auf dem Chamber nur Bullets zu kaufen und keine Fallen. Of that leaderboard and way of kills, so I'm expecting a lot. Maybe not early here in this pistol round, as it's Tig to get us started. And maybe I spoke too soon because they just go aggressive. Schön runtergerannt. Das ist der Vorteil einer Reyna, vor allem in einer Pistol Round.
Boah. Da machst du nichts mehr mit deiner einen Jet. Sneaky Beaver. You can try and find something on the way out. Only has a sheriff to work with, and the right click from Moose is good. It's a prime gaming flawless. You get started. Haben sie nochmal Glück gehabt? Die wurden nicht geflankt von hinten. Alle sind vorne reingerannt in die Reyna. War ganz gut. Haben die gut gespielt. Vielleicht sehen wir ja doch noch eine dritte Map. Aber es ist nur eine Pistol Round. Auch noch gar nichts. Aber die Pioneers haben jetzt natürlich Semi-Eco, eine Sheriff haben sie und 4 Classics gegen 4 Spectres und eine Ghost. Schauen wir mal, jetzt müssten sie es eigentlich nur noch runterrennen. Falls sie die ersten Classic-Schüsse hören, sollte das eigentlich safe sein. Natürlich den einen oder anderen, der ab und zu mal auch eine Marshall kauft. Ja, unwahrscheinlich. Machen eigentlich nur die in der Holzklasse. Eine Pro-Player. Ja, die respektieren Pioneers wirklich. Oh, die rotieren mit 5 Leuten nach B. Was stimmt denn mit denen nicht? What the hell? Wie wollen die denn so Info sammeln? Na gut, der Call ist auf jeden Fall, wir ziehen uns zurück, A. Das ist natürlich eine freie Site, Free Plant auch für die. Easy peasy, und jetzt wollte er mit Pistolen einen Retake versuchen. Good luck. Und der erste Schuss, der rausgegangen ist, ist von der Ghost. Da fühlen sie sich natürlich sicher. Das ist gar nicht blöd, weil jetzt rennen sie nämlich in 4 Spectres rein. Da geht die erste. Schöner Dismiss von der Reyna. Da hat er mal richtig gewürft mit der Spectre. Boah, einmal runtergerannt, nicht easy peasy, muss man sagen. Ja, die haben ein bisschen zu viel verloren. Jetzt kommt die Bonusrunde. Das bedeutet, das Team, das bisher gewonnen hat, hat immer noch kein Geld richtig voll zu kaufen. Da sehen wir schon die ersten 3 Spectres. Das Team, das bisher verloren hat, hat jetzt einen Vorteil, geldlich gesehen. Kann sich 5 Rivals und Armor kaufen, allerdings nur 2-mal Light. Ist auf der Reyna nicht ganz so wild. Kann sich nochmal vollsaugen. Und Tick auf dem Chamber, der will wirklich nur Sheriff spielen. Oh mein Gott, was für ein Massaker. Ja, Luminosity sollte langsam mal aufhören, aggressiv als Defender reinzupushen. Das haben sie auf Split schon verkehrt gemacht, machen sie auf Icebox verkehrt. Das kann man gegen T3-Teams machen, aber nicht gegen welche, die im Lower Bracket gerade erst gelandet sind. Und schon gar nicht gegen Tier-1-Teams. Das wird immer gepunished werden. Der Mann ist eine Jet. Und schnell wieder weg. Aber die machen es immer nur mit 2 Leuten, die pushen aggressiv als Verteidiger mit 2 Leuten rein. Wobei weder der eine noch der andere irgendwie eine Möglichkeit hat, wegzukommen. So, die Info ist gesammelt, allerdings sollte er noch nicht pieken. Macht er auch nicht, sehr schön. Ah, wackelig. Bei Cutter, planten kann er. Kriegt wahrscheinlich jetzt nochmal einen auf den Deckel. Ja, da kommt der Schockdart, da kommt der nächste Schockdart. Da ist nichts mehr mit raus teleportieren. Sobald man in der Teleport-Animation ist, kriegt man immer noch Damage. Ist halt keine Jet. Deswegen spielen die wenigsten konsistent Chamber momentan, die wenigsten Pro-Player. Mindestens im Turnier. Weil die haben das noch nicht ganz so raus. Na gut, 2-2-1 für Luminosity.
when she's used to zone. Not just a traditional, Ja, put my wall every time das ist in the spot and it's gonna mir get auch vorhin shot schon down. aufgefallen. Flexibility is Nicht nur, dass sie necessary. eine altbackene Reyna im Programm haben, beide Development Teams, of Icebox's meta is was ich nicht wirklich dog. gut finde. It's a little Die haben auch risky, but because of combo beide versus stay noch eine alive, Jet oben drauf, das bedeutet wieder zu viele Duelists. Und das eine Team, Drone will reveal he's forced sprich die back. Pioneers, haben sogar noch eine Sage mit drin, die halt nicht mehr nötig ist, seitdem die Box auf B gefixt wurde und man safe planten kann. Aber naja gut. So ist es halt. Sind ja auch keine Top-Teams, sondern Lower-Bracket-Teams. Leans out that way. He's going to stay planted on the A site just to make sure that nobody can creep up for free. I would imagine retake is on the table for KCP here. They don't really have that Reyna fighting echt nicht power gut. for it. Also natürlich ist sie ein guter Agent. Okay, I thought they might leave Mod alert. I thought we were going to get the patented lurking Reyna on Icebox. Zusammen mit einer Jet picken und dann auch noch in dem Team von Luminosity einen Chamber zu haben, was ja eigentlich auch ein halber Duelist ist. Nicht zu viel. Schön gemacht. Da hätte er instant wegdashen müssen, hat er nicht mehr geschafft. Gierig, ne? Der Greed war wieder da. Flash, Arrow und Wall geht raus. So, das ist ein Free Plant. Hier sieht man das ganz gut. Er hat einen Schuss gemacht und das hat immer so 200-300 Millisekunden gedauert, bis er weg ist. Das ist noch zu langsam. Die meisten punishen das, die meisten Pro-Player. Den zweiten hat er verfehlt mit dem Chamber. Steve könnte das schaffen. Ja, er weiß, wenn er dagegen stößt, dass da einer ist. Also so zieht er einmal sein Magazin leer. Genau richtig gemacht. Oh, das swingt er weit raus. Kriegt ihn trotzdem noch. Das war glücklich. Sehr mutig und sehr glücklich. Das Steve macht das richtig gut mit der Reyna. Die kann man natürlich picken, aber siehst du das? Da kann man nicht weiter vorwärts in die Viper-Ult mit rein. Und da dachte ich, ja gut, da musste einer vor mir stehen. Und es ist nicht so wie in der Holzklasse, dass alle nur crouchen irgendwann in der Ecke. So spielt man halt normalerweise auch nicht. Dementsprechend kommt er auf Kopfhörer einmal das Magazin entleeren und gut ist. Ja, und die Pioneers machen genau den gleichen Fehler wie Luminosity. Immer schön reinpushen als Verteidiger. Boah, den da weg. Oh, da hat er keinen Miss genommen. Da hat er sich wahrscheinlich eben gerade selber gewundert. Er swappt nochmal die Waffen. Was gucken wir uns an? What the heck? Nice. Das war sehr, sehr wackelig, aber ja gut. So nach den ersten 3 Kills ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Ja, wie auf der ersten Map. Das Team, das am meisten Fehler macht, wird halt auch stark gepunished vom Gegnerteam. Es ist bisher nicht wirklich so, dass ein Team überragend gut spielt. Deswegen sind wir ja auch hier im Lower Bracket. Aber trotzdem interessant. Und vor allen Dingen sehr, sehr viele witzige Plays. Okay. Der wollte seine Ult zünden auf der Box. Ist aber zu früh runtergesprungen. Das bedeutet, seine Ult ist weg. Und das ist noch ein Glitch, der existiert. Man darf diesen Spot, glaube ich, sogar gar nicht ausnutzen im Turnier. Der macht halt die ganze Seite dicht und geht nach oben weg. Er steigt nochmal eine Höhe hoch, sodass halt auch Rev, das hinten geschützt ist, auf A. Wenn man allerdings zu schnell wieder von der Box runter geht, bevor die Ult sich aufbaut, geht sie nicht raus. Hat man eben nie gesehen.
Na gut, aber die haben noch 2 am Leben und wenn er jetzt die Info sammelt, macht er sehr gut. Wird das auch schwierig mit dem Reinpushen. Jetzt braucht er langsam mal Hilfe mit seiner Jet dort. Ja, die anderen kommen schon. Da kommen sie nicht mehr lebend raus. Da sitzen sie oben in der Falle. Der erste Down. Schöner Return-Kill. Allerdings. Oh, mein Updraft im Vent. Schleierhaft. Da geht der zweite Down und fertig. Sieht man, ne? Lower Bracket. Mehr Fehler ist ein Lose und nichts in irgendeiner Form von tolle Plays und starkes Team. Und deswegen gewinnen die anderen. Aber witzige Sachen, und man sieht mal ein paar Sachen, die man am besten vermeiden sollte in seinen eigenen Spielen. Zum Beispiel auf A-Pipes die Viper-Ult zünden und zu früh runterspringen. Dann geht sie nämlich flöten. Oh, Stani hat jetzt einen Operator. Gucken wir uns das mal an. Das könnte sie überraschen. In hand, where's JC Stani? Gonna be hanging on to the operator. Oh, the wall, please. Orb, not to deny, but instead to grant himself some extra vision. But LG don't want to give it up just yet. There's so many variables you have to think about at the highest level. It blows my mind, especially being on top of that. Ah, okay. Ja, die Drohne spielt nicht die Sage. Oh, der ist runtergesprungen. Das hätte er nicht machen dürfen. Aber die Idee war gut. Oh, der ist immer noch auf der Mal. Okay, my bad. Ja, haben sie gut gemacht. Not good for another critical, picks up 2 and the odds get even for just a moment as Tig slowly creeps up once more to link with his team, was playing the lurk. Ja, deswegen spielt meistens die Jet eine Operator, weil die kommt dann wieder weg. Wenn sie dann die Taste mal drückt, ne? Ist der B-Dog. Now it seems the timing has escaped them. JMO still out towards Snowman. 2 players here in B long. Oh, schön runtergesprayt. Now Tig, the last one alive for his squad, and Weeded just gonna stick. Keine Chance, dass er die da unterbricht. Ah, 2 Kills hätte er noch holen können, hat er aber nicht geschafft. Trotzdem guter Versuch. And now we're within 1. Really good lurk, or excuse me, look from KCP there in the denial of that lurk. They realize that there's someone out somewhere in their spawn, somewhere back towards kitchen, but they have positioning in which they can ignore that. They find a timing, walk up, and I don't know, in a way I question Luminosity not playing someone towards yellow, but ich sag mal so, das mit der Wall hinten mit der Sage hätte funktionieren können, hätten sie ein bisschen, wären sie einfach ungeduldig reingepusht. Die Idee war richtig gut. Back down towards this eco as KCP, it feels like for the first time this game, they're looking to claim that lead, not just economically, but in the round count too. Ich denke mal, jetzt sehen wir auch langsam wieder Pioneers on top. Luminosity spielt halt einfach zu ungeduldig, teilweise, nicht immer, aber teilweise. Die müssen sich auf der Seite von Pioneers nur vor Augen führen, dass sie nicht aggressiv einmal A runterpushen oder B runterpushen. Getting ready to line things up. The snake bites go out. A couple of shock darts still available. Okay. Mata will find the first kill on the round. That with the sheriff. Resurrection does come through, and Critical is there to trade one on to Moose. Tig the next to fall and vulnerable. Das sieht sehr, sehr scrappy aus. There to stop. B-Dog's out towards mid, and he's trying to sting. But the shots don't land. He didn't have the right angle, and KCP will tie us up. The stinger is a sting or get stung weapon, and sometimes you just get stung.
unfortunate there in the end. But I do like the play from Luminosity Gaming. That upper plant is so powerful. I'm surprised we don't see more teams do it. Sure, Ja, there's ich a mag die Stinger nicht. risk with going for it because there is Es können wirklich einige Leute Double Headshots damit machen. But as long as you have exactly what Wie auch immer die das two hinkriegen. duelists or two Ich finde spotters getting Sheriff aggressive in the backlines to apply pressure and ist allow the plant to come meiner through. Meinung nach die Very, very bessere Wahl, aber successful. Like the early round, the KCP hätte ja klappen können. tad better in the retake as they take that nice and quickly now on his back and tour de force in hand for Tig. It's an off angle again played by the Jet. The drone is clearing through. And we did shoot this down before it spots Jamo. Jamo is in the smoke. Oh, but the drone still finds him. Has to dash away, but do they know about Weeded? Guck mal, genau so setzt man seinen Dash ein. Lieber einmal mehr rausdashen, als draufgehen. He was so close. Hat er gut gemacht. Steps away. Ist ja ärgerlich, ja, aber lieber den Dash verlieren als das ganze Leben. Oh ja, den hätte er haben müssen. Auf dem Chamber. Luckily gets one through the toxic screen as Weeded tries to cross back to safety and will be unable to do so. So a 1-for-1 thus far. The Viper off the table. It's a little bit harder to delay. Critical very close to that Hunter Shuri. I don't think there's an orb to be gathered, and I think two players maybe just spotted on the opposite side. Nice jump peek there. Recon Bolt also. We get the ping on the Jet. The Cloud Burst goes down. The shock darts to follow as Jamo will go up top. Now towards mid. Looked like somebody pushed the Poison Cloud. That's exactly what happened. Mata catches somebody on the flank. This one is a little wonky to get started. Now Thief left to be the last one standing here for KCP. Ja, das ist genau das Stichwort. Wonky ist das Stichwort beider Teams. Ist sehr wackelig, wie die spielen, ne? Aber ganz witzig mal zu sehen. Thief ist gut für 4, auf jeden Fall. Kann er schaffen. Ja, das freut Musi. Unnötig, weil der Thief ist eigentlich so gut, dass er den auch hätte da noch kriegen können. Na gut. Ach so, der Arrow ging auf den Fuß von der Jet. Das ist natürlich richtig unlucky. Das ist selten sowas. Sowas sieht man echt nicht oft. Na gut. 5:4 ist relativ ausgeglichen, ne? Also bisher sage ich mal, Pioneers sind besser, aber beide Teams sind anfällig für viel Fehler. Leider. Aber so sehen wir mal, wie man es sich macht. Letter word. E-Cop, J-Mo, E-Dog. But that means that you're saying that M-O-H is a word. Na? Somebody fact check. Was mir zum Beispiel nicht gefällt, hier sieht man das ganz gut. Es guckt einer immer in Richtung B und Mitte, aber der zieht sich dann auch zurück und committet dann mit den anderen zusammen auf A. So spielt man eigentlich nicht. Man lässt 4 Leute auf A draufgehen und guckt einer die ganze Zeit nach hinten und versucht da den Flanker halt einen Pick-Off zu machen auf den Flanker. Gut. Aber so kann man es natürlich auch, indem man einfach gar nicht flankt und einfach seine Rainer anfeuert, die einmal alles rasiert. Ah, hat er ihn gesehen? Ah, ist unsicher. Jetzt wissen wir auf jeden Fall mal. Wants the 4. Gonna get 4 shots through the wall. Dazzle really just trying to play survive. Hope to find some exits. It's only 13 seconds left here. As the shock dart scoots on past. Na gut, der Shock Dart geht sonst wohin. Jetzt kommt aber der Flanker von hinten. Hat Thief aber nochmal richtig gewürft. Ja, wenn die Rainer natürlich gleich 3 Leute wegrasiert, dann brauchst du auch keinen Flanker. Hat er gut gemacht. Guckt euch das mal an. Da geht der erste, da geht der zweite. Und weg ist der dritte. Nennt man reaktionelles Spielen. Einfach reagieren auf, wo ist ein Gegner, drauf schießen, fertig. Kann ich jetzt nachdenken. So, jetzt haben wir endlich mal eine Op. Ich hoffe, es gibt einen, der da überhaupt Op spielen kann. Ich habe bisher keinen gesehen.
Eigene Flamme. Und hier sieht man auch warum. Ich glaube, das sind 10 Rifler, die wir hier haben. Da kommt er nicht mal weg, ne? Aber Benny. Der Storni! Der Storni möchte bitte im Bälleparadies abgeholt werden, weil er kommt nicht mehr weg, ne? Okay. Ja, Luminosity holt richtig gut auf, ne? I'm not a coach or even really much of an analyst myself, but the B site seems pretty good for LG. It seems that ja, naja, ich weiß nicht, die haben die rushen halt einfach in die rein, ne? Ich sag mal so, Pioneers machen zu viele Fehler, die positionieren sich komisch. Die kaufen eine Op, aber machen keinen Kill. Sowas verletzt natürlich nicht nur denjenigen, der die Op kauft, sondern das ganze Team. Also eine Op ist nicht billig und da muss man dann schon 1,5 Kills pro Runde machen, damit sie sich rentiert. Im Schnitt. Und nicht 0. Gut, aber die letzte Runde der ersten Hälfte, 6:5 für Luminosity. Unnötig. Ich denke mal, Pioneers hätten das locker 8:4 hier durchziehen können. Aber gut. Also die haben zu viele Fehler gemacht. 2-mal Light Armor, 5 Rivals. Gegen 5 Rivals. Heavy Armor. Das sehen wir auch an solchen Plays hier zum Beispiel schon. Dass die ganzen Arrows halt einfach nicht sitzen. Oh, macht er gut. Mal eben schnell reinpieken als Battle Sage. Ja, 2 schon down auf der Seite von Pioneers. Oh, schöner Kill von J-Mo. Oh, die rotierende Haare, das ist ja keine schlechte Idee. Wenn nicht die das wohl gerochen hätten, die sind nämlich mit 2 Leuten auf A. Oh mein Gott. Das ist schon wieder der gleiche Fehler wie vorher. Pioneers pushen halt einfach mal rein. Als Defender völlig unnötig. Da verlieren sie natürlich gleich mal die Jet. 3 gegen 2 ist immer noch alles offen bisher. Mal gucken, ob noch mal einer blöd piekt von den Pioneers. Nö. Sehr schön. Schöne Wall. Da muss man nicht unbedingt durchballern. Vielleicht nur die Position. Na gut, jetzt geht Dazzle down. 2 gegen 2. Und da geht der nächste down. Weedit schafft's nicht mehr. Vidog rasiert halt einfach alle 4 weg. Schöne erste Hälfte. Und unnötig von Pioneers, aber ich finde Pioneers ein bisschen besser. Gucken wir gleich mal in der zweiten Hälfte. Kurze Pause.
Luminosity Gaming have found it from within and rallied back. Zweite Now, Halbzeit on their auf turn, Icebox. they find themselves up Luminosity 7-2. führt 7:5. Ja, die Pioneers haben viele Runden weggeschmissen. Sind eigentlich stärker, aber wie ich vorhin schon meinte, wenn man hier auf A defendet, warum denn da einfach reinpushen in die Attacker? Völlig vernünftig. Kann man gleich am Anfang der Runde einmal über die Pipes einmal reinpieken und dann wegdashen, zum Beispiel mit der Jet. Absolut okay, aber langsam den Gang runter reinpushen. Bisher, jedes Mal sind sie dabei draufgegangen und immer wieder haben sie es gemacht. Für den Schuss von Jamo. Corner nicht gecheckt, deswegen sind sie auch im Lower Bracket, weil sie nicht ganz so gut sind. Wilde Dauerfeuerschlacht hier. Oh. Einer groß kriegt den Block leider nicht weg. Jo, das hat er noch hingekriegt. Aber das ist ja ein wildes Rumgeballer hier, ne? Das ist, ja, Standard-Pub-Match im Immortal Radeon-Bereich. Guck mal, hier haben wir den Maschinenraum. Ich sag mal so, ich habe viele Matches mir angeguckt, auch im Radiant-Bereich, in Ranked, Competitive, als Standard-Pub-Match mit 5 Leuten, die sie einfach wild reinqueuen, die auf jeden Fall taktischer waren als das, was wir eben gerade gesehen haben. Aber mal gucken, vielleicht kriegen sie es ja sogar nochmal hin. Aber auf jeden Fall macht Luminosity nicht den gleichen Fehler, pusht A rein. Finde ich schon mal gut. Das bedeutet, die könnten diese Map wirklich hinkriegen. Oh, B-Dog, was geht denn da? Da geht ja ein Shot nach dem anderen raus. Jetzt muss er dann langsam mal weg. Ob er nicht mehr weg. Das hätte er eigentlich wissen müssen, ohne Dash, dass er da nicht mehr rauskommt. Und einmal runtergesprayt. Oh, da checkt er nicht oben. Ja, das ist natürlich unlucky, da kann man auch nicht reinkommen. Oder Diffuse 9:5 für Luminosity gegen KCP. Gegen die Pioneers. Kentucky Pioneers, habe ich vorgehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Sind halt alles Buddy-Shots, ne? Also muss man sich nicht wundern, warum die da alle draufgehen. Die haben halt alle keine Armor. Das eine war ein Headshot. Aber ich bin mal gespannt, ob wir jetzt mal die Stärke vom Chamber sehen. Teleportieren und Trap setzen. Was mir nicht gefällt bei ihm. Ah, okay. Er nimmt die eine Trap wieder zurück. Dass er gleich beide Traps setzt, fand ich nicht gut. Aber er hat nur eine gesetzt. Okay, schöner Shot von Tick. Chamber. Und jetzt sehen wir auch mal ganz schön, warum man da nicht so blöd reinpusht als Defender. Genau deswegen. 15. That is 1-for-1 across the map. It's the jet down on both sides. Ist nicht. The weaponry still Don't favors do it. KCP, at least Sehr for the time schön. being. Tig Sehr diszipliniert. Tick auf dem Chamber. through the tunnels Wieder back zurück. into kitchen. That position out towards mid will be conceded. Meanwhile, few members from KCP creep up towards B long. Not a whole lot of resistance out towards yellow, but just around the corner. Dazzle will be waiting. Also assumed his position up inside kitchen. So he's got the high ground. He's got a shock dart and a recon bolt to play with and try and deny. Again, with the Sage, you have that wall. You get a whole lot more out of it, especially when you're attacking this. Oh, die wissen jetzt, dass da oben einer drin ist. Ist ein interessanter Recon. Ich finde ihn nicht gut, aber interessant. Ist halt für jemanden, der so aber nicht spielen kann, völlig ausreichend. So ein Arrow. Oh, das ist sehr scrappy alles. Für eine Flank um den gelben Container. Macht er gut. Ja, weder die Darts sitzen noch irgendwie Peaks, Corner-Checks. Eigentlich alles nicht. Aber immerhin 6:9. Pioneers müssen ein bisschen aufholen jetzt langsam.
drop one for him. Yeah, they find a way to make it work. Balance Okay. out the money. Yeah, across the board. Ja, okay. Wir sehen ein paar Mal Light Armor. Jetzt haben wir eine Operator auf B-Dog. Did make that one work on out. Oh, no. B-Dog has taken a big gamble. Ja, jetzt musst du dich schon zurückziehen. Das ist schon viel zu lange, was er da tut. Merkt er auch langsam. Well, it loses the early Macht halt keinen Sinn da. Wenn man den ersten Shot nicht rauskriegt, ist man sofort wieder weg. Er ist halt kein Shazam, ist halt einfach so. Da muss man mit klarkommen. Schöner Jiggle Peak. Schöne 2 Opshots. Mal gut, dass B-Dog da nicht oben noch reingepusht hat. Konnte er nochmal was reißen. 2 gegen 2. Winnable? Oh nee, da hat er sich nicht entscheiden können, ob das linke oder das rechte Ziel. Muss man wieder regeln, ne? So wie jede Runde. Einen kriegt er. Jetzt muss er sich langsam mal zurückziehen. Okay, oder er piekt dann einfach confident rein, weil er ist einfach besser. Schöner Up-Save. B-Dog hat 2 gute Opshots rausgekriegt. Fand ich sehr, sehr nice. Und dann hat er gewürft. Das ist immer so ein Ding, wenn einige Leute haben das halt einfach nicht drauf, wenn die 2 Ziele sehen, können sie sich nicht entscheiden, ob links oder rechts. Die sind dann in die Mitte. Ja. Jetzt gibt es nochmal ein Timeout von den Pioneers. LG need to find this same, I don't want to, I guess consistency is not the right word, but I guess rhythm, that's a good word for it. This same rhythm on Split, because that is not a map that I want to see them lose any longer. Because look at B-Dog, look at Mata, look at Moose, right? So Moose on Split does the same thing as Moose on Icebox, but he's finally got some help from his duelists. And that leads to a 4-round lead, double digits, and quite possibly a map 3, unless KCP pulls something crazy out of the hat here. They're doing the saw trick and hoping that, you know, it's not the upper torso and the legs that come out. They're hoping that it's 5, 6, 7, 8 rounds in a row or something, because this is a very dominant LG. I'm glad that they found their rhythm here, and it's the most important, right? Coming into this matchup, LG Oh, Timeout ist durch. B-Dog hat seinen Operator wieder, die anderen überlegen. Ob ich das hier reinkaufen wollen, das wollen sie nicht. Okay, wir haben eine Rival und 4 Pistols. I don't like this at all. Schöner Shot von Tick. Das ist die Stärke vom Chamber. It's a rough buy for the side of KCP, and being a player down, make it 2 doesn't help at all. JC Stoney, Hero Rifle, able to steal back a kill. So, Stoney, der bereut es jetzt, dass er eine Rival gekauft hat. Kann ich euch garantieren. Critical hat nur eine Classic. Weeded hat eine Sheriff. Stoney hat eine Vandal. Und das gegen 4 Leute mit einer Operator im Anschlag. Oh, und dann denkt Stoney sich, what the heck mache ich hier mit meiner Rival? Nix machst du da. Die musst du nämlich jetzt versuchen zu saven. Ja, okay. Oder du schmeißt sie halt einfach auf den Boden. Geht auch. Schwierig, ne? Gratis Waffe für Tick, freut er sich. No? Das hätte sogar fast einen Double Kill gegeben an der Stelle. Ja, der stand da richtig blöd mit dem Solar oben auf der Kiste. LG. Maybe not here. We don't have to take the risks just yet, but you know, should you make your way into Double Op werden wir nicht sehen von LG. Die Ult von Tick ist durch. Oh mein, nee, bitte nicht schon wieder. Aber die committen auch nicht. Die pushen rein und dann ziehen sie sich wieder zurück. Das macht null Sinn, was sie da tun. Schön gemacht. Jetzt braucht er langsam mal Hilfe, kriegt keine und geht einfach drauf. Oh, und B-Dog sitzt da mit seiner Op und weiß nicht, was er machen will.
3 nur noch am Leben von Luminosity. Und deswegen meinte ich auch, die Pioneers sind halt einfach besser, weil die spielen genauso schlecht taktisch wie Luminosity, aber haben bessere Reaktionen und gehen halt einfach, oh mein Gott, gehen halt einfach voll auf die drauf und gut ist. Ja, da machst du nichts mehr mit deiner Augen. Und Luminosity reagieren halt einfach zu träge. Das hätten sie schon längst mal machen sollen. Jetzt haben sie hoffentlich langsam gesehen, wie das funktioniert. Und schlagen Luminosity mit dieser Map auch noch gleich mit 2:0. Wird halt schwierig, ne? Die machen halt beide zu viele Fehler, beide Teams. Und es steht halt 7:11. Da ist nicht mehr viel Platz für Fehler. People have said it. Someone definitely said that at one point. People have. I'm pretty sure people have. Yeah, I'm pretty sure people have said it. Da geht die Drohne weg. Da musst du langsam mal runterkommen. I dig it. Nick's trying to bait into B-Dog here. Trying to be Genau deswegen. Er hat seine Schuldigkeit getan. Er hat sich da oben gezeigt und die Drohne zerstört. Danach kann man da oben nicht mehr pieken. Weil alle aim nach oben, logischerweise. Die Chance ist viel zu hoch, dass du da weggenascht wirst. Und 2 Leute hinter Gelb ist natürlich... Ja, genau deswegen meinte ich, also LG macht es halt einfach zu schlecht, ihre Positioning. Und hier sieht man auch warum. Ich hoffe, die Pioneers haben das geschnallt, dass sie halt einfach drauf rushen müssen, weil die halt einfach sich viel zu schlecht positionieren. Arrow geht raus. Instant zerstört. Oh, da hat er aber zu lange gewartet mit seinem Schuss. Moose macht das richtig gut, der pult ihn da auch nochmal weg. Schon sind es nur noch 2 Leute am Leben bei aber kriegen sie nicht mehr die Fuse. Das dauerte viel zu lange. Nicht schön, aber hat eine Runde gegeben für Pioneers. Not sure if they're going to be able to find a reinvestment into this round, even with the weapons they saved on through. Getting the op though, that's big. Blade Storm for one, they give it to B-Dog anyway. Ja, ist kein Scherz. Also wenn ihr euch das anguckt, so könnt ihr auch spielen. Das ist absolut gar kein Problem. Die sind nicht gut. Die sind nur im Lower Bracket in einem Turnier. Das schafft ihr auch. Das ist kein Problem. Könnt ihr auch spielen. Wenn man sich das hier mal anguckt, kann man von den Fehlern von denen ja ganz gut lernen. Ja, was ich von B-Dog mal sehen möchte, ist ein vernünftiger A-Push als Verteidiger. Ob nur mit einer Op oder mit einer Rival, das ist völlig egal. Er rennt halt, so wie man es macht, an dem Seil hier hoch, Richtung Pipes und piekt einmal in den kleinen Gang hier rein, wo die Leute reinpushen. Hier kann man als Jet einmal einen Schuss versuchen und sich dann instant wieder zurückdashen lassen. Völlig gefahrlos. Das hat er bisher nicht eine Runde hingekriegt. Er ist halt einfach zu langsam mit seinem Parcours da über das Seil. Wenn er es gefühlt halt einfach nicht kann, soll das halt einfach komplett sein lassen. Und so oft er das dann auch tut, so oft haben Pioneers die Chance, ihn da zu punishen. Operator Jet gegen Operator Rainer. Ich bin mal gespannt. Oh, schöner Hunters Fury. Das war eine Value-Ult. Nur die Op auf Mada oder Mada. Die bereut er sicherlich jetzt schon. Ja, also ein Double Updraft von einem Viper Pit ist natürlich, macht halt keinen Sinn. War ein Versuch.
Erste Infotool ist weg. Ja, der Arrow geht natürlich... Oh, der geht sogar einmal kurz durch. Der wäre eigentlich einfach abzuknallen. Weil er halt gerade runtergeht. Jetzt kommt die Counter-Hunters Fury. Aber wohin schießt er denn bitte? Okay. Schwierig. Beide Servers finde ich echt nicht gut, ne? Die haben keine Lineups, nix. Jetzt geht der Plant raus. Schön gemacht. Prinzip. Gleich nochmal den nächsten runtergesprayt. Und da sind wir, warum Pioneers besser sind. Die können genauso wenig taktisch spielen wie Luminosity, haben aber bessere Reaktionen und besseres Aim. Vor allem auf Thief. Thief und Critical, auch We Did. Die sind beide ganz gut. J-Mo finde ich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also beide Jets gefallen mir nicht. B-Dog, ja, hier und da hat er mal ganz gute Ansätze. Moose ist ein super Spieler, ist allerdings auf einer Viper. Da kann er nicht als erster reingehen. Ne? Ja, und Mada. Ja, der muss noch mal was zeigen auf seiner Arena. Da habe ich bisher nichts gesehen. Oh, das ist auch mega risky, B-Dog. Also seine Defender-Pushes. Oh mein Gott, da hat Thief aber mal so richtig gepennt. Das war ein Free-Kill. Oh mein Gott. Die Pushes von B-Dog auf der Jet, die darfst du keinem zeigen. Das darfst du, also im Prinzip muss ich den Stream ausmachen. Einfach nur damit ihr so schlechte Plays nicht seht. Das darfst du ja echt keinem zeigen. Gut, haben sie nochmal gelöst bekommen. Ja, da brauchst du nicht teabaggen, das war kurz vor knapp. Aber Matchpoint für Luminosity. Und, weiß nicht, was da bei Pioneers daneben gegangen ist. Aber ich glaube, die haben einfach ihre Aim-Duelle diesmal verloren, mehr war das nicht. Da ist ja auch ein Teddy, wusste ich gar nicht. Aber bis dahin bin ich noch nie gekommen. Kann man sich alles im Custom mal angucken. Normal auf der Map so nicht zu finden. So, Critical mit seiner Drohne wieder. Hätten wir ja. Ist noch nichts verloren für Pioneers. Also sie können das noch gewinnen. Kein Scherz, sie sind sowieso um einiges besser als Luminosity. Mindestens was die Aim-Duelle angeht. Oh, schöner Headshot. Genau, ja, mit dem Shockdart hat er den noch gekriegt. Das ist halt das Schlimme, ne? Wenn du mit einer Phantom einen Headshot machst und keinen Bodyshot hinterher ziehst. Giveaway's positioning up on top of 410. They're wary of a flank, but all four coming from the defender-sided spawn. B-Dog still an op in hand. JC Stani uses that heal on himself. Oh, der Arrow geht instant weg. J-Mo ist richtig aufgewacht jetzt hier, ne? Ein wildes Rummi-Sprayer. Mal gucken, wer gewinnt. Das ist müssen. Das war nicht gut von ihm. Instant Repicken ist sowieso keine gute Idee. Gut, ja, aber auf jeden Fall, es gibt eine Map 3, Luminosity hat sich nochmal aufgerappelt und da nochmal ein, zwei gute Runden hingelegt. Hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Beide Teams können Icebox nicht wirklich spielen, muss man echt mal sagen. Und ich mag die ganzen Jet-Pushes auf der Defender-Side von A aus gesehen. Mag ich nicht. Das können wir, ich kann das ja nächstes Mal für euch einmal machen, auf dem Stream. Ich bin kein Pro-Player logischerweise, aber selbst das kriege ich hin. Und ich habe keinen einzigen Push gesehen, bei denen der irgendwie funktioniert hat. Das hat mich irritiert. Bin ich mal ganz ehrlich, ich bin noch nicht mal ein Jet-Spieler. Aber das können wir gerne mal machen im nächsten Stream. Und die Marshall-Shots waren alles gegen Ziele ohne Armor, auch Gegner voll Eco-Runde. Nicht so
der Hammer, aber waren ganz gute Shots dabei mit Operatoren. Wenn sie sich endlich mal richtig positioniert haben. Das ist leider selten gewesen, dieses Match. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zur dritten Map. Steht 1:1. KCP gegen LG, also die Pioneers gegen Luminosity. Die dritte Map war Byte, glaube ich. Ja, ich glaube, Byte kommt jetzt. Gibt es da irgendwelche Sachen, wo wir darauf achten müssen bei Bind? Ja, wir müssen bei Bind darauf achten, dass die eventuell einen guten Sentinel picken, wie zum Beispiel ein Cypher beispielsweise. Eventuell sogar ein Chamber, ist auch möglich. Und ob sie eventuell ja, so den Standard-Draft raushauen mit einem Breach oder einer Sky zum Beispiel, einer Sage. Ob da wieder eine Sage rauskommt, würde mich mal interessieren. Das möchte ich nämlich eigentlich bei beiden Teams sehen. Aber naja, gucken wir mal, vielleicht geht ihr auch auf Sky. Kurze Pause, gleich geht's weiter. They take Icebox, and while it got close in the end, Tanner, that early game, it looked so one-sided. Luminosity really proving why this is their home ground. Yeah, really starting to come online again. Split kind of felt like a fluke. Maybe they were still warming up because we were expecting more from LG on Split, and we didn't get. They got shy. They did not put some more, unfortunately. But yeah, Icebox, I think a great map for them, a great map to get back into the comfortable ways that the team needed to find. Because this series, again, it's
it's not for qualification, but it's one step closer, right? This is everything for these teams, especially here in the losers bracket. So you can't afford to have games like Split unless you just absolutely go hard on behind. Yeah, well, everything is on the line. Let's take another look back at that map pool and discuss how we've got where we are and where we are headed. Map number 1, that was the choice of the Pioneers. They took it on Split very dominantly and well. Ja, hier sehen wir das nochmal. Bind kommt jetzt. Übrigens, Luminosity hat Ascent und Haven gebannt. Und Pioneers Fracture und Breeze. Yeah, and so for Bind, I was looking back at this one. The last time KCP played this one, it was a 13-1 loss to NRG. And although statistically it is a fairly decent map, I didn't see anybody in here that I thought were too remarkable. They have a win over Dark Zero. Shout out to Dark Zero, sure, but they haven't had the best performances. So that win, I feel like you can't really take note of. I think LG should be able to get it done here, unless in this last week, there's been a lot of changes for KCP and the way that they play this map or the approach that they have. Yeah, honestly, Luminosity's Bind, I've kind of had a love-hate relationship with it because they have these moments where they look really good, and they've also had these series where they've just faltered. When they played against Rise, it was, I believe, like a 4 or 5-13 loss, really one-sided. They were struggling to get value, and to be fair, Rise, it is one of their best maps, but still, you expect something more, and so much of it feels invested into the composition because they run a jet on this map. If B-Dog doesn't perform on that jet, things fall apart. You don't have Raise Util to fall back on, and, well, that's still the comp they're committing to. B-Dog for his jet, double initiator for Mata and Dazzle, and then the double controller to slot on in. The only difference between these squads is that there's no duelist. On KCP, they're playing that pseudo-duelist for JMO with the Chamber. So, hier sehen wir das nochmal. Ist Standard, dass man auf Bind Astra spielt, beziehungsweise ein Flasher. Auf der einen Seite ist es die Sky. Ja, auf beiden Seiten ist es die Sky. Eine Jet ist optional, die muss man nicht unbedingt spielen. Ist allerdings recht nice, genauso wie natürlich ein Soundbar. Man braucht ein bisschen Utilities, um zu gucken, wo wer sitzt. Das ist auch ein Cypher möglich. Den Chamber Pickup, den möchte ich gerne mal sehen. Kann man jetzt hier nicht als Referenz nehmen, weil das hat der Caster ja eben auch schon gesagt. Ist bei beiden Teams nicht wirklich eine herausstechende Qualität, eines oder mehrere Spieler zu sehen. Leider. Aber wir gucken mal. Auf jeden Fall, JMO will jetzt unbedingt den Chamber spielen. Bin ich mal gespannt, wie er das macht. Mich sehr gerne mal interessieren. Ein Chamber auf Bind. Ja, kann funktionieren. Kann aber auch total nach hinten losgehen. Astra ist auf jeden Fall auch Bind. Muss. Ich finde den Viper-Pick interessant. Bei beiden. Ist sehr, sehr häufig gespielt. Ist ein bisschen Overkill, finde ich. Viper und Astra, aber gut. Kann ja funktionieren. Ja, ist 1-1. Letzte Map jetzt für beide Teams. Die letzte Möglichkeit hier in der Qualifikation nochmal ordentlich. Oh mein Gott, das war eine nice Kombi mit der Gravity Well. Ich hätte Astra plus den Dog von Sky. Schönes runtergesprayen mit der Frenzy. Schöner Flank, der hat den durchgehen lassen. Hat sich erstmal rumgedreht, ob da noch einer kommt. Das ist ja wieder so wie vorher eigentlich auch. Wildes Massaker. Keiner weiß, wo er hingucken soll und keiner positioniert sich richtig. Oh ja, kann ja funktionieren beide. Ich versuche jetzt beide hinzukriegen, das wird so nicht. So schon mal gar nicht. To step up, finds himself 3. The spike gets felled in just the worst position inside of this nebula smoke. Ja, also falls ihr mal in den Genuss kommt, so im Immortal-Bereich, vielleicht sogar im Radiant-Bereich einen Rank zu spielen, dann sieht das ungefähr so aus. Falls ihr dann irgendwann in den Top 100 seid,
dann sieht das Ganze besser aus. Das wären dann die Matches danach. Also falls ihr danach noch wach seid und ich den Stream beende, kann ich euch nur, falls euch das interessiert natürlich, ans Herz legen, einmal auf YouTube den offiziellen Valorant-Kanal. Kommen nämlich noch 2 komplette Matches. Die werden auf jeden Fall höher von der Qualität her. I was gonna say this comp is the comp to enable B-Dog, but oh Mann. you're gonna take some time to be able to get there. Sweet. Ja, hat ja nur ein ganzes Magazin gedauert. Bis er den gegen den Classic das Duell gewonnen hat mit der B-Dog just fishing with the sheriff. Unfortunately, no catches today. So it's a player down in LG. It's a bit weakened, but Instant Headshot. Back. I mean, there are just things happening in the first couple of rounds that Oh you mein cannot Gott. account Da for. wurde er weg, Just like Utility. shot darts like that, all the utility tossed out to find the kill onto critical. And at the end of the day, it might not mean the Die round, Line-Up sure, Larrys sind auf but it means Bind the auf jeden Fall bonus. dabei. Also der Heavily weakened in once Molly more, traf LG perfekt got und themselves a der Shotgun two-player traf advantage. perfekt. The spike is planted Alles this time genauso around. wie es sein They've got sollte. themselves a couple of guns. Icebox waren die nicht so gut. Push forward here, Stonny. Ja, der Jiggle piekt die Drohne. Jetzt wissen die natürlich, dass da einer ist. Crossfire towards defensive sided spawn, and Dazzle can take contact before Stonny will even be able to do anything to B-Dog. Breaks the Schöner contact, Jiggle Pick von JMO. isolates the duel, Macht er gut. and Stonny's still pushing deep. He wins over Oh Dazzle. mein That's Gott. huge, and he does it, but Und dann Team ging's in the wieder bergab. backlines can be this hero Na, kann smoke Stonny down das over the schaffen? spike, trying Ja. to stick onto this, and No. Stonny pops off, gets one. He's holding it to half. Moose only needs to connect one bullet. It's the right click. Ah, and da it'll hätte er nach der do. Hälfte Risky aufhören round müssen. for KCP to War keine fall. Zeit mehr, It ne? is Das Problem. Oh no, just the worst turn of events. KCP, they had a full investment into that round. It was just what? 1-2 Sheriffs Classics across the board? And LG is able to take it. Achso, ja genau. Die haben übrigens nicht voll gekauft, obwohl sie eine Runde gewonnen hatten. Und das ist das, was einige Empfänger relativ häufig verkehrt machen. Das darf man nicht machen. Gewinnt man die erste Runde, kauft man alles, was geht für die zweite Runde, dass man die auch gewinnt. Und die haben das hier komplett verkehrt gemacht, deswegen steht es jetzt 1-1. Und ja, das wird sich jetzt nochmal rächen. But I don't think we get it again, right? There's no way that we did goes huge in round 1 to pick it up for KCP. And then Ja, das everything the wird stars nichts werden aligned mit in round ein 2. paar There's no way Sheriffs und ein stars paar align again Classics for round 3. This gegen surely 5 should be Rivals. an LG win, and that's a great way to get started. Take the X factor out of the equation. Yeah, Das well, ist the stars are unmöglich. getting set up in a pretty good way there for Na gut. luminosity with, 2-1. trigonometry. You look towards the North Star, line Ich meine, yourself das up, 46 nimmt Luminosity bestimmt gerne. got straight through the smoke, works wonders now. Da geht der Hund mal It's 5 richtig wild versus 2. hier. The Sheriffs are in the right place, so maybe some damage to be dealt. Stoney's walking forward, has the TP to fall back on. If he needs damage now, he's committed. Deep on the angle, has to hit the shot first try. Moose is on the off Oh, angle. das Timing, das Timing. It's rough, but timing, it is Hätte er mal, interesting for ne? us as it goes both ways. Now, Bei Zuschauer kann man das immer sagen. Stoney should soon to be spotted. Und Geier He's macht er, also ne? playing just within the smoke. This guy's so Oh mein Gott, die Whiffs! Oh, da kriegt er aber noch 2 Shots raus. finds 2. Now Stoney alone. Er ist ein bisschen nervös gewesen an der Huge Stelle. clutch if he can find it, but Moose Na is gut, there all along. haben sie trotzdem noch Eventually hingekriegt. finds the flank and denies LG. 2-1 für Luminosity. from getting Sind it, shaky, but- ne? Yeah, Das that ist was pochender scary. That was Radianit. scary. That was Muss sich good alles damage. angucken im Custom. Unfortunately, doesn't damage the Weil economy mal enough ein bisschen from reinglitschen Luminosity. durch die Wände. And you did say Oder hinter timing die is an interesting force. Obviously, the timing begrenzten is Bereiche. on these shots. But if Stoney had found Moose while he was walking away, this round, I mean, Ja, it hätte, unravels ne? way differently. That's now an So, gucken wir mal. ASRock Jetzt who haben wir has beide a mit rifle Full in bei. hand instead of just the Jetzt wird's sheriff erst and interessant. easily could have been picked up. So the heroics continue on both sides. Unfortunately, they weren't enough. Oh, for Asta KCP Ult to hatten wir schon, habe ich nicht actually find gesehen. that round win, but Schöner hat das Fury, da geht die Ult raus auf Thief. Thief ist down und kriegt sogar noch einen Tag. Stunny ist low. Machen die richtig gut. Jetzt müssen die eigentlich noch kommunizieren. Theoretisch sollten die es ja können als Pro-Team. Kriegen die auch hin. Bei Utilities und dann ist das Stunny down. 4 gegen 3. Two snake bites available from Moose. Poison orb, is it on the spike? No. So, Oh, line of focus, it has da to be the fight
Hat er gepennt? This new box, Postman's are even stronger still. J-Mo fighting. Deiner Larry hat es geschafft, den Molly unter den Spike zu setzen. Die Idee war gut, hat er allerdings nicht geschossen im richtigen Moment. Aber für einen wäre er eigentlich noch gut gewesen. 3-2-1 für Luminosity. You can jiggle in and kind of high-low swing from short as long as you hold that space. It also makes the short U-Haul crossfire even more potent because you have space to tuck and kind of ping-pong with your U-Haul player. It also allows you to ping-pong from showers. I mean, that A-side is looking tougher and tougher to retake with the changes. Ja, ich mag deren Bias nicht, ne? Also mal kaufen sie Armor Sheriff, mal kaufen sie No Armor Marshall. If we've learned anything thus far, 3 out of 4 rounds. Nach einer verlorenen Runde. Irgendwie, das sieht für mich so aus, wie als würden sie sich nicht absprechen. Inside showers won't find too much, and on the way out, Easy kill. JC Stani stares down the barrel of the Phantom of B-Dog. Critical can almost meet that same fate. I love planting on bind. Planting on bind is so funny because that's just how it works, right? You put it down one time, something scares you off. You go to put it down another time, then somebody's pushing out of showers, and the third time there's some more utility. Eventually that spike goes down. Tig awarded with the kill as well, and this should be cleaned up flawlessly unless J-Mo can do something close, and he does do that. Und weg ist er. Finds another. 3 more shots and 3 more Da hat players to er worry about. wieder mal nicht reagiert. On top of the truck. Schade, mit der AWP hätte er noch 1-2 holen können. Hier 2-1 für Luminosity. Ja, wie gesagt, also es ist halt ein Matchup, wer mehr Fehler macht. Aber leider nicht so gute Plays hier. Bisher sind die Pioneers nur am Fehler machen. Weiß nicht warum. Vielleicht ist es nicht der Map. Ist allerdings erst 4:1, ist mal alles drin. Gucken wir mal. Wir haben beide Seiten full bei. Wir sehen halt keine Ops. Hatten wir bei den ersten vorigen 2 Maps hatten wir das ganz gut gesehen. Ich glaube auch nicht, dass sie eine Op kaufen sollten. Bisher keinen gesehen, der mit einer Op ganz gut spielt. Hier und da mal eine überraschende Op. Einstreuen ist okay, aber nie konsistent durchgehend nur abspielen, mehrere Runden lang. Da sind halt keine richtigen Opper dabei. Bei beiden Teams nicht. Oh, Viper Pit macht B dicht, mindestens B Window. Da brauchen sie eigentlich nicht weiter großartig vorstellen, das macht überhaupt keinen Sinn, weil da pushen sie nicht rein. Wenn sie es tun, sind sie tot. Einfach ist es. Ich meine, Critical hat das Fury, ne? Der hätte damit was machen können, er hätte da Moose rauspicken können aus dem Window. Hat er sich dagegen entschieden, aber jetzt geht Hunters Fury mal raus. An einer der schwierigsten Stellen, wie ich finde, weil es dort mehrere Ebenen nach oben gibt. Auf A. Das ist kurz vor knapp gewesen, der Plan. Gucken wir mal. Kriegen sie es hin? Ich glaube ja nicht. Die saven, ne? Moose is quite an individual on this Viper. Most players would be satiated with the 2 kills he found, with a double entry on in. You have Pit, you have Line, but just chill out, man. Advantage already contained, but no. Moose wants to continue to be the point man. Push on in and... Ich verstehe es nicht, aber gut. Should be no world where Weeded survives. Spam away is coming. Weeded in trouble. And down he will go. J-Mo now alone. If we can deal a little more damage, that'd be great. Survive even better. And survival, it's been afforded. Aber gut. Einfach mal in die Viper Ult noch mal reinpushen. Warum nicht? Kann ja nichts passieren. Oh, 5:1. Sehr einseitig hier, ne? Ja, macht mal ein Timeout, das ist glaube ich auch besser. Und bitte kommt nicht auf die Idee, jemanden jetzt eine Op in die Hand zu drücken.
for the Pioneers in practically every world. They had the Hunter's Fury, they had that pit out towards B. It was just a really well set up play from LG and from Moose, especially on this double entry. Kind of some missed crossfires there, too much risk taken from the positioning of that Sova. Things do slip away. Stuff to clean up, that's what's being discussed now. Critical and Thief struggling to find value. Especially that last round's tough, right? Critical getting caught inside the Hunter's Fury. Thief getting caught as he's trying to escape to look to stay alive and play retake with the squad. But shot in the back, Moose is a bit too far forward. And 9-2-4 on the Viper. I mean, on Split, Moose was arguably the most consistent. On Bind, Moose also, or excuse me, on Icebox, Moose also up there in way of consistency, and he just brings it on over. A really a ray of light. Timeout ist durch. Was sehen wir denn? Oh mein I don't Gott. think he plans on stopping anytime soon. B-Dog has the blades Ich on glaube, live, and he need 'em die should things go awry in way of sind economy. mental am Ende auf der But Seite once der he Pioneer. stampedes his way onto a Wir sehen site, eine imagine that Viper's Rival, pit eine goes Marshall, down. eine Shorty, zwei Sheriffs. KCP aggressive up towards A Also so ein short. Call darfst du als This is the Captain nicht call bringen, was zu after the machen. time out. Nemo gonna fall. That's the weapon down. It's picked up and critical. JC What Stun. the- They all find one of their own. Ja, It's nice. LG. Und Now es down klappt to the last trotzdem. two. Dazzle trying to fight his way back into this round, and it's a bit more Warum doable, pushen? a bit Na more okay, digestible. ist ja egal. Seekers revealed the position of the remaining players here, and Mata about to be corralled. Look at Das the hat position here Luminosity from mal Critical. richtig He's taken so missplayed. much space after finding that first kill. Critical, if he connects his shot, he doesn't. Just to tag into the body of Mata. Ja gut, also ist noch alles drin, Dazzle spots one and wenn sie dann nicht wirklich sich jetzt einzeln opfern auf der Seite der Pioneers. now finds himself in a bit of So wie Critical eben, das war... somewhere if someone is pinching from short. Okay, Suspects da it's ist ein besoffener Wolves. Drohnenpilot Well, we could unterwegs, follow up that Vorsicht. drone, try and pinch in from the other direction, but not in this round. Instead, both head towards showers. We did still only as a shorty. If he wants to get a gun, he has to push so Ja, deep er sitzt da gut, er towards sollte the da small auch side. stehen bleiben. This round is almost entirely upon Thief. On either him popping off and finding both, or on surviving long enough and he swings for it. Genau, It's und one jetzt down to einmal three. His time's zurückflashen not on over. Still, we und just nicht has that shorty. pieken. Has Nein. to be Thief. And Mata will tap. We did in the back lines. At least can act as a sentry with the shorty. No Schön way! gemacht. Somehow Mit der that Shorty. perfect closes in. Nice. Ja, Charges Critical hat forward das with fast the noch gethrowt, shotgun ne? and Die haben wins mit it einem out. Half-Buy, haben sie ein Oh, Full-Buy-Team no, that is a tough one for auch LG. bis auf Don't 2 get runter really dezimiert audible, und but Critical this damn versucht da noch close. mit einer Such a Marshall minimal und einer investment for that Armor round. irgendwo reinzupieken. Yeah, that is Ah, that's schwierig. not how that should have. I believed in Thief supremacy there. I thought Oh Thief mein Gott. was gonna close out the round. I did J-Mod, not ein expect the Operator. Shorty to get involved anyway, Jetzt bin ich ja shape, mal or form, gespannt. especially Das könnte sogar was werden. I think the Ich habe problem too vorhin is schon at gesagt, that moment, wir Mata sollten keine doesn't Operator really know kaufen, what bei beiden Weeded Teams nicht. has, and what Allerdings better He gun might when you're win just that if spraying. we did has a rifle. Habe ich gesehen, J-Mo Yeah, macht das ganz gut. exactly. Shorty supremacy, I guess. Allerdings That's a tough pill to kommt er swallow, sehr but schnell KCP, they put all durcheinander, their wenn dots viele into Sachen that auf einmal timeout, passieren. they muster up that buy, and it works. And now they Zumindest show us mit they haven't seiner given up Jet. just Vielleicht yet kriegt er das ja mit einem Chamber. here on Bind. We did Ist einfacher zu spielen, muss ich ehrlich mal sagen. able to dispatch to the owl drone. Könnte was werden. Divide comes through. Jetzt It bin ich cuts off mal elbow. bitte nicht eine Drohne zünden, Critical. Du bist da sehr, sehr... Du stehst richtig schlecht dort. Oh, schöner Spray. B-Dog trying to push on through. Critical. Gonna find the first backs away to safety. Und die Wall hat ihm Thanks to geholfen. the cosmic divide. Das ist natürlich sehr unlucky, wenn die gegnerische Astra-Wall einen selber hilft. KCP, all five still alive. Allerdings Now hat they have to work in the pit, but they're corralling auf der this Seite der LG squad. Pioneers da noch eine Wall offen von der Astra. Now this pit is far more difficult to break through, but the spam. Oh, nochmal durchgespammt. He has a dart up now. Still Findet er den that is nächsten? the issue. Dart Hat er up angemacht? Hat er einen Wallhack an? And Critical will push off of it, trying to spam Okay. away, but Stoney takes down Dazzle. More and more Ich pressure. glaube, die haben ihre applied to Wallhacks him. aktiviert. Survival is everything, and he just can't Oh, do it. kriegt er Stunned up by the sogar clock noch. still. Moose. Somehow alive, takes Oh a my second. Hätte fast noch was, das Ganze rumgerissen einmal. Aber ja, keine Chance. Also wenn die sich das so blöd opfern auf der Seite von Luminosity. 3:5 verkürzt. Wow. Ich sag ja, die sind besser, die Pioneers.
wenn sie dann mal auf blöde Defender-Pushes verzichten, sich einfach vernünftig positionieren, aufteilen, sich gegenseitig helfen mit Utilities und die dann einfach pieken und abknallen. Ganz simples Gameplay, gar keine flashy Plays, gar nicht erst auf irgendwelche blöden Ideen kommen, dann kriegen sie Luminosity easy besiegt. Kein Scherz. Weil Luminosity macht genauso viele Fehler wie die Pioneers. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich richtig unlucky. Er ist da oben von der Kiste gefallen. Ich sag mal, der ist gefallen, weil normalerweise springt man da nicht einfach so komisch runter. Na gut. Auf jeden Fall pushen die jetzt auf B. Bin ich ja mal gespannt. Die Viper wird da hinten rausgepoolt. Machen die gut auf der Seite von Luminosity. Das ist das, was ich meine. Machen beide Teams verkehrt, die positionieren sich verkehrt und pushen dann nach vorne, anstatt sich zurückzuziehen als Defender. Ja, also der Jiggle Peak funktioniert so nicht. Na gut, Steve ist immer für eine Überraschung gut, der kann das gegen 3 schaffen. Bin ich mal gespannt, ob er die Tools richtig nutzt. Nö, macht er nicht. Das ist natürlich unlucky. Ja, du hast in Elbow einen geblindet. Da musst du dann auch hingucken. Gut, aber er hat es probiert. Natürlich sehr unlucky. What hurts the most about that round is KCP knew that was happening. Ja, also guckt euch das mal an. Die Viper wurde rausgepult, das ist ja noch okay. Aber Elbow piekt dann auch Critical nochmal rein und dann piekt Jamo hinterher an der gleichen Stelle, wo eben sein Teamkamerad gekillt wurde. Das ist natürlich, das geht so nicht. Kannst du so nicht bringen. Macht Luminosity genauso verkehrt. Aber Pioneers haben eigentlich das Potenzial, diese Fehler zu vermeiden. Meiner Meinung nach, what the heck ist das für ein wildes Rumgespray? Na gut, das hat nichts mehr mit einem Turnierspiel zu tun. Genießt diesen wilden Haufen Rumgeballer in einem Pub. Bei einem Server. Da ist nichts Taktisches mehr. Ah, Tick wird da nichts mehr reißen können. Kriegt er einen, kommen die anderen 2 um die Ecke und picken ihn. So einfach ist es. Nicht schön, aber ja, wildes Rumgeballer sehen wir hier, immerhin. 4:6 verkürzt. Ich würde mal sagen, Pioneers gewinnt das. Ich kann mir deren Attack noch nicht so richtig vorstellen. Weil die weder eine Jet haben, also die haben ja keinen richtigen Duelist, das ist das Problem. Allerdings hatte ich auch schon gesagt, zu viele Duelists sind auch nicht gut. Mal mal, wie sie das mit 0 Duelists machen. 4:6, wir haben noch 2 Runden vor uns in dieser Hälfte. Mal gucken, ob Jamo endlich mal einen Abschluss trifft. Du musst den... Okay, da sage ich nicht zu. Er fühlt sich jetzt. Müsste aber alle 5 Knives. So, Critical, du hast eine Ult und hast Info gesammelt. Das bedeutet, genau, du musst da weg. Hat er endlich mal gekriegt? So, und Weeded macht das genau verkehrt. Der hat einen Server mit einer Ult und Thief als Flank, der jetzt nicht reinpushen darf. Bedeutet, ihr müsst einfach nur in euren Ecken stehen bleiben, die Server-Ult einmal wirken lassen, wenn geplantet wird. Und dann könnt ihr einen Retake probieren, wenn es 3 gegen 3 steht. Da ist noch kein Plant raus. Mal was passiert.
Boost darf nicht vorpushen, das ist das Wichtige. Quatsch, nicht Moose, sondern Reed, der darf jetzt nicht vorpushen. Gut, aber, ja. Und auf der anderen Seite Luminosity macht genau den gleichen Fehler. Genau, jetzt sehen wir das einmal. Ja. Thief ist der Grief. Er pusht nämlich auch rein. Das macht halt auch keinen Sinn. Gut, und kriegen wir hin? Kriegen wir nicht hin. Oh Mann, Leute. So viele Fehler bei beiden Seiten, das ist echt schade. Ja gut, letzte Runde in der ersten Hälfte. Ich möchte echt gerne mal Mäuschen spielen bei beiden Teams, bei deren Comms. Was der Captain sagt und was das Team sagt. Weil meiner Meinung nach könnten die genauso gut auch ohne Kommunikation spielen. Ich sehe da keine Koordination bei beiden. Und einfach was wildes. Ich pick mal und hoffe, dass es irgendwie klappt. So spielen beide Teams. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. 4 gegen 7. Also, Luminosity führt mit 7 Runden. Die Pioneers haben nur 4 geschafft bisher. Da können sie es nochmal hinkriegen, eine Runde jetzt zu holen. Critical hat nämlich nur eine Sheriff. Oh mein Gott. Das ist... Nein. Oh ja, hat er trotzdem hingekriegt. Aber es ist eine schöne Flank. Oh mein Gott, die sind völlig verwirrt. Irgendwie beide Teams. Aber die Flank war super. Ja, Edok hat einen. Die Wall schützt ihn halt. Ist alles noch offen. 3 gegen 2. Okay, die machen so viele Steps. Sind beide auf der gleichen Höhe. Dann, da kommen sie nicht mehr an den Spike ran. Oh. Ja, wird nichts mehr. 5:7 noch verkürzt, so wie auch angesagt. Schwierig. Also sehr, sehr viele Fehler, sehr, sehr viele Missplays. Keiner der beiden Teams hat irgendwie irgendwas richtig gemacht. Wir gehen kurz in die Pause. Geht gleich. So, zweite und letzte Hälfte ist die dritte Map. 7:5 für Luminosity.
still a lot left in the tank, and the end of that first half shows it to us. Now, another opportunity here. Line-Up Larry auf der Viper. Another Gucken wir mal. opportunity. 7 to 5 is how we end Na, wo it. geht er hin? Gibt es keine Kamera für. Manchmal gibt es sogar eine eingeblendete Kamera für die Line-Ups, die da irgendwo durch die Map fliegen. Ich finde das ganz witzig, dass sie in der Mitte nochmal eine solide Box hingestellt haben, weil er ein bisschen Schutz hat. Oh mein Gott, wildes Rumgespray wieder. Ja, 3 gegen 1. Dazzle. Aber die rotieren. Also könnte das noch schaffen. Warum rotieren die da? Weiß man nicht. 1v1 and they almost give him the fight for it. Now it's a shock dart that can find all 3. Oh, they've already dropped away. Recon bolt available, but you're not going to know about Thief wrapping him towards the elbow. Can swing off the contact of his teammates. Dart actually finds nothing. Er ist maximal verwirrt. JMO's movement is good. Knocks him down to 19 HP, but at least, hey, even footing. One shot away from anyone. Ja gut, wenn sie ihn alle blöd pieken, ist natürlich möglich, dass er alle 3 kriegt. Wird aber nicht passieren. Ne? Oh, 6:7, das ist das, was ich meine. Die Pioneers haben sehr gute Chancen, das nach Hause zu tragen. Luminosity macht genauso viele Fehler, aber ich finde, Pioneers sind vom Aiming und von den Reaktionen her ein kleines bisschen besser als Luminosity. Keiner der beiden Teams ist groß taktisch veranlagt oder hat super Plays oder sonst irgendwie. Das ist ein reines Rumgeballere, Aim-Duell. Entweder Gewinne oder im Duell verlieren. Mehr gibt's da nicht zu sehen. Wir haben auf der Seite schon wieder eine Marshall. Nach der ersten verlorenen Runde. Ich bin mal gespannt, ob er damit überhaupt irgendwas hinkriegt. Macht keinen Sinn. Entweder 5 Leute kaufen wirklich Waffen ein oder 5 tut's nicht. Jetzt gucken wir mal, was passiert. I think JC Stani does have Amazon Prime because he was next day aired a cosmic divide here for round 3. That is actually so, wir haben 2 Fullbuys. Ist jetzt die Bonusrunde für Pioneers. Die ersten 2 gewonnen, das bedeutet, die haben schlechtere Waffen, während das andere Team Fullbuy hat. Doggo geht vor, lädt einmal jede Ecke. Line-Up Larry hat auch schon seine Grütze darauf gekloppt auf B. Oh mein Gott, Moose ist da ja mal richtig dicht gekleistert in der Ecke. Schön gemacht. Einfach runtergesprayt. Das ist das, was ich meine. Die Pioneers gewinnen solche Endduelle. Und Luminosity macht es genau verkehrt. Die pieken immer schön in die rein. Einen nach dem anderen aber auch, ne? Und sind halt langsamer und nicht ganz so genau. Ja, ich denke mal, der soll mit seiner Vandal durchbringen wollen in die nächste Runde. Der hat ja schon in der zweiten Runde mal eine Marshall eingekauft, also irgendwann ist dann auch sein Geld zu Ende. Pioneers hat das jetzt realisiert, dass der salven will und suchen ihn. Aber die dürfen auch nicht zu hart committen. Oh gut. Die Sky haut ihren Vogel in den Teleporter, wobei kein Teleporter getriggert wurde. Also da kann er nicht drin sein. Hat wieder weniger Geld. Jetzt gucken wir mal. 8:7 für Pioneers.
Kommt ja nicht von ungefähr, dass ich gesagt habe, dass sie besser sind und das wahrscheinlich auch gewinnen werden, wenn es so weitergeht. Luminosity macht halt genauso viele Fehler wie die Pioneers, aber ist schwächer. Dementsprechend, das Gameplay ist wild rumballern und hoffen, dass es irgendwie klappt. Bei beiden Teams. Eines ist dort besser. Muss man einfach sagen, ist so. Halt wahrscheinlicher, dass die gewinnen, aber natürlich nicht, wenn man mit einem Messer in Lams reinrennt. Gegen eine Shot. Aber so wäre das natürlich nichts. Das haben sie mal wieder getrollt. Oh! Klatsch okay. Einer gegen 3. Er kriegt den Plan noch raus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das lösen will. Er hat noch Full Utility? Ne, hat er nicht. Er hat gar keine Utility. Das kann man schlecht sehen, wenn er nicht anvisiert ist. Weil das eine ist ein bisschen heller und das andere halt nicht. Also entweder ist es alles da oder alles nicht da. Das sieht man leider nicht. Allgemein, das ganze Overlay nimmt ein Viertel des Bildschirms ein. Ja, so wird das natürlich nichts. Wenn er bereitwillig 3 Leute piept. Ja, so ein Arrow hätte Wunder gewirkt an der Stelle, glaube ich. Oh, was sucht der Observer da? Der sucht den Computerraum. Okay. Ja, Käffchen steht auch bereit dort. Hier vorne ist ein Kaffeebecher. Ja, ob auch B-Dog pusht Badezimmer rein. Das wäre nix, ne? Ja, so schon sagen. No? Okay, die wissen, dass da jetzt ein Operator ist. Und hat das Fury cleared einmal Bars. Da sollten sie nicht reinpushen. Machen sie trotzdem. Das war wieder noch ein Fehler von Pioneers. Unlucky. Oh, ja, so wird das natürlich gar nicht. Das ist strange. Warum schmeißen die immer wieder Runden weg bei den Pioneers? Habe ich noch nicht ganz verstanden. Instant gehen die Rivals raus, da bin ich ja mal gespannt. Das wird nichts werden, kann ich so schon sagen. Die können nämlich nicht full rein. Da hat Critical auch gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe ja gar kein Geld. Merkwürdig. Stehe ich gar nicht. Ja, B-Dog mit einer Operator ist die einzige, sage ich jetzt mal, Möglichkeit, wie sie trotzdem noch gewinnen können, aber die dürfen natürlich nicht einfach Hardcore reinpushen in so viele Ults und in einen Operator. Das macht halt null Sinn. Und das Fury geht raus. Hat er auch gemerkt, das war nicht so der Hit. Na, wer will sterben? Natürlich keiner, das ist ja nur B-Dog mit einer Operator. Der braucht noch mal 2, 3 Warnwertschüsse, bevor da mal einer trifft. Wenn sie jetzt die Utilities richtig setzen und die da rauspulen, machen sie aber nicht. Jetzt wird es einfach mal ein wildes Rumgeballer und was hatten wir gesagt? Ist nicht schön, aber es ist ein Run-and-Gun-Pub-Match. Und das kriegen sie natürlich easy durch. Das sollten sie sich abgewöhnen. Bei Pioneers einfach reinrennen und hoffen. Ein bisschen taktisch ist das Spiel ja doch schon. Also ganz so ohne ist es nicht. Der Schockdart ging gut raus, aber es fehlten halt Smokes, Stunts, Flashes.
Ja, die Seekers von der Sky, die sind natürlich nice. Bringt allerdings nicht, wenn man nicht abwartet, bis die Seeker durchgehen, sondern die Seeker auch noch überholt. Also die Sky-Ult überholt und dann stirbt dabei. Dann können sie danach immer noch die Sky-Ult-Dinger alle clearen. Die Idee war gut, die Ausführung war mehr als schlecht. Oh, hat er seinen ersten Abschuss getroffen? Naja, seinen zweiten, glaube ich. Jetzt jede Runde rein auf der Seite von Pioneers. Wenn sie das so weitermachen, verlieren sie das auf jeden Fall. Langsam müssen sie mal ein bisschen anfangen mit Nachdenken. Dann gewinnen sie das auch problemlos. Habe ich gar keine Denken. So, auf A ist eine Operator. Ihr habt schon einen verloren. Wo pusht ihr rein? Natürlich nicht A. Sehr schön. So, jetzt kommt die Ult auf B raus. Und da pusht er auch nicht rein. Okay. Was haben wir gelernt? In eine Viper-Ult reinpushen ist gut weh. Muss man einmal ganz kurz gucken. Die Qualität ist auf 1080p. Ja. Ist die Übertragung selber, die ist irgendwie ein bisschen pixelig. Da kann ich nichts ändern. Oh, 11:8 für Luminosity. Die Pirates haben einfach mal so 4 Runden weggeworfen. Jetzt haben sie gar kein Geld mehr, nachdem sie die Runden alle gekauft haben. Das bedeutet, es wird ein 8:12, wenn Luminosity keinen Fehler macht. Zack. Da war der erste Fehler. Genau, ja. Also immer schön einen nach dem anderen wegpicken. Eine super Idee, kann klappen. Wird es höchstwahrscheinlich nicht, aber kann klappen. Ich habe die Op noch nicht gefunden. Da solltet ihr Utilities nutzen, um zu gucken, wo die Op ist. Ja, oder man opfert einen Spieler, dann weiß man auch, wo die Op ist. Geht auch. Kein Thema. Das war kein guter Peak. Ja, okay, die denken auch, das ist nur B-Dog. Aber so jeden zweiten, dritten Schuss trifft er dann doch. Also. Ja gut, die kriegen den Plan wenigstens noch raus. Ist schon mal gar nicht schlecht. So haben sie ein bisschen mehr Geld. Außerdem haben sie eine Viper-Ult, die sie rausballern mit einer Sheriff in der Hand. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, der war wohl AFK. Ja, okay, die throwen das wirklich richtig, das Spiel. Also, da würde ich sogar an denen, die jetzt gerade zugucken, die können wirklich auch gerne mal einen Antrag stellen, ob sie das nicht absichtlich throwen, um irgendwie Geld zu machen auf irgendeiner Betting-Site oder so. Weil das sieht echt hart danach aus. Und die sind um einiges besser als Luminosity. Aber die haben wirklich 6 Runden in Folge gethrowt. Also wirklich gethrowt, einfach nur ohne Sinn und Verstand sich abknallen lassen. Eventuell kriegen sie es ja wirklich hin, jetzt nochmal wirklich sich zu konzentrieren für 4 Runden. Aber wie ich schon meinte, beide Teams machen richtig viele Fehler. Und ein einziger Fehler ist jetzt schon das Aus für die. They're struggling. A raiseless, jetless comp. I'm not even going to use the word no duelist because I think you'd run into the same issues if you were rocking with like a solo Rainer or something, but no one does that. Point aside, they don't have a great initiation force.
it has to either be Thief or it has to be JMO pushing in and getting something early. And JMO, he has struggled. He gets shut down early, round after round. And the thing about using your chamber as an entry fragger is that if he dies, all your flank utility goes offline immediately. Something that you could previously fall back on and trust. You have to go back, reclear that space. Be so Und die cautious. Kommentatorin meint jetzt gerade, die haben keine gute Initiation. Das stimmt so nicht. Die haben eine sehr gute Initiation. Die können einmal viel absmoken und dann mit der Sky voran einmal reinflashen und reinpreschen. Die müssen erstmal natürlich Info sammeln mit Sober und das ist das Schwierige an der Stelle. Ich finde Critical und Dazzle auch mit Sober jeweils, die haben keine guten Lineups, die haben nicht wirklich gute Plays. Die sammeln nicht gute Info, das ist das große Problem an beiden. Und das ist auch die Schwierigkeit gerade. Und sonst Thief auf der Sky, Flash rein, einmal vorgehen, alles absmoken, wo eine Op stehen könnte zum Beispiel und gut ist. Absolut kein Thema. Aber wir sehen das auch gerade. Weder ist die Sky vorne ran, die beschützt die Flank und guckt nach hinten. Das macht halt null Sinn. Und als Initiation nutzen die einen Chamber, was halt absolut keinen Sinn macht. Weil der kann nicht initiaten. Das ist halt einfach so. Der steht hinten und nicht vorne. Also das ist halt schwierig, wenn man sein eigenes Line-Up nicht spielen kann und nicht versteht. Na, zumindest haben sie jetzt mal den Plant rausgekriegt. Bin ich ja mal gespannt. Das ist ihre letzte Chance jetzt. 3 gegen 3. Plant ist raus. Und jetzt fällt alles auseinander. Schöner Astra-Sack. Jawohl, so muss es laufen. Und ja, da geht der Chamber down. Das ist natürlich richtig schlecht. Ja, schade eigentlich. Hätte was werden können, aber die haben es nicht so gespielt, wie es hätte sein sollen. Obwohl sie rein aim-technisch und reaktionstechnisch einiges besser waren als Luminosity. Aber beide Teams haben halt so viele Fehler gemacht. Da entscheidet meiner Meinung nach auch einfach nur, wer mehr Fehler macht, und das war es dann eigentlich. Es ist wie ein Pub-Match, ne? Also, wer blöd reinrennt, der verliert die Runde. So einfach ist es. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Das Ganze geht jetzt noch weiter. Und zwar finden noch 2 Matchups statt. Ja, mal eben kurz gucken, welche das sind. Als erstes Sonntags gegen Luminosity. Luminosity darf gleich weitermachen, oh, sehr unlucky. Und danach kommt dann Ryzen gegen Build by Gamers. Guckt gerne mal rein, Valorant auf YouTube als Livestream. Einfach so finden, geht auf YouTube, klickt auf Live und dann seht ihr schon Valorant ganz oben. Direkt neben meinem Stream natürlich, der an erster Stelle kommen sollte. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, das Ganze einmal mit euch anzugucken. Und auch finde ich cool, dass wir Wings of Death durchgezockt haben. Und natürlich die Games mit den Jungs und den Mädels. Heute waren richtig genial, hat richtig viel Bock gebracht. Morgen geht's weiter. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und einen schönen Start in die nächste Woche. Gut, Leute, bis morgen. Ciao, ciao.